Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Bleib doch sitzen. Sony war die Nummer 15 auf der Blacklist. Diesen Platz nahm er allerdings erst ein, nachdem Razer den M3 GTR hatte. Zuvor belegte er den 14. Platz auf der Blacklist. Sein richtiger Name ist Ho Soin und er war etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt, als es zu dem Rockport-Vorfall kam. Sony kam 2 Jahre vor dem Rockport-Vorfall in die Stadt. Zuvor lebte er und arbeitete in Olympic City. Die Geschichte über einen Street Racer, der mit einem Nissan Skyline die ganze Racing-Szene in der Stadt dominierte, machten ihn auf diese Szene aufmerksam. Schnell fand er eine neue Leidenschaft in getunten Autos und fasste Pläne, wie er sich selbst einen Namen machen könnte. Bevor er sich aber dem Street Racing widmete, war er IT-Spezialist. Er entwickelte ein Programm, über das nichts Genaueres bekannt ist, und verdiente damit eine kleine, aber stattliche Summe. Er investierte sie in seinen Golf 5 GTI, welchen er mit einem auffälligen Design ausstattete. Auch war er einer der Zeugen, die den Anschlag auf den Fahrer, der Eddie besiegte, miterlebten. Dies veranlasste ihn umzuziehen, da ihm die ganze Situation in Olympic City nicht geheuer war. Er beschloss also, sich nach Pullman City aufzumachen, um dort seine Rennen zu fahren. Allerdings musste er sehr schnell feststellen, dass man dort alleine fast nichts erreichen kann oder auch gar nicht erst die Möglichkeit bekommt, an Rennen teilzunehmen, denn die ganze Stadt war von Crews beherrscht. Er versuchte also in eine Crew zu kommen und das war gar nicht so einfach, denn spezielle Crews haben sich auch auf spezielle Fahrzeuge spezialisiert und da blieben ihm am Ende nur noch die Scorpios oder Rotor vor. Bei den Scorpios hat man ihn relativ schnell abblitzen lassen. Die hatten alle ziemlich schnelle High-End-Fahrzeuge, Mitsubishi Evo, Nissan Skyline und. Und mit seinem kleinen Golf 5 konnte er da nicht viel reißen. Irgendwann traf er jemanden von Rotor vor und er bekam die Chance, sich zu beweisen. Auch dort war er nicht unbedingt der Schnellste, aber in den kleinen städtischen Strecken, da machte er mit seinem Golf eigentlich eine ganz gute Figur, weshalb der Boss von Rotor vor ihm eine Chance gab. Normalerweise hatten die Crews immer spezielle Designs, aber da er noch neu war, durfte er diese Farben noch nicht annehmen. Die Rotor 4 zum Beispiel hatten immer grüne Autos mit einem orangenen Motorenvinyl an der Seite. Der Name der Crew und das Logo waren eine Referenz an Wankelmotoren von Mazda, die oft von Mazda oder immer bei Mazda RX-7 und RX-8 zum Beispiel vorkamen. Und da hatte er einfach auch nochmal mega Glück, dass sie ihn überhaupt dran gelassen haben mit seinem Golf. Und ja, dort ist er dann einige Rennen gefahren, konnte seinen Wagen noch ein bisschen weiter tunen. Aber eines Tages machte sich eine neue Crew breit in ihrem Gebiet. Und zwar Kenji mit seiner Bushido Crew. Und selbst die Scorpios konnten da nicht mehr mithalten und so gerieten diese beiden Crews quasi ein bisschen nach hinten und Bushido übernahm da so das große Ding. Und eines Tages geriet Sony leider in einen Konflikt mit den Fahrern von Bushido und auch Kenji hat sich eingemischt und es gab gewaltigen Ärger zwischen den Crews, bis sich dann irgendwann der Boss von Rotor 4 entschied, yo, Sony, du musst verschwinden, wir können dich hier nicht mehr gebrauchen, du gewinnst keine Rennen mehr und das war's. Also war Sony wieder für sich alleine und da er ohne Crew in Pullman City nichts erreichen konnte, machte er sich wieder auf, überlegte lange, wo er hinfahren soll, bis er dann endlich auf die Idee kam, nach Rockport zu fahren. Dort waren keine Crews in der Art vorhanden. Jeder ist da für sich gefahren. Und so beschloss er, nach Rockport aufzubrechen und begann sich dort mit kleineren Rennen einen Ruf zu erarbeiten. Nach einigen Monaten war er in der sogenannten Newbie-Szene Rockports so bekannt, dass ihn auch die Polizei bemerkt hatte und ein Auge auf ihn geworfen hat. So gelang es ihm, mit einer der ersten in der von der Polizei neu angelegten Blacklist zu werden.
Anfangs belegte er Platz 13, wurde aber schnell von Vic und Tess auf Platz 14 verdrängt und später durch den Aufstieg von Razor landete er letztendlich auf Platz 15. Er war immer darauf versessen, als erstes so die neuen Teile an seinem Wagen zu haben. Dies schien sich allerdings mehr auf die Optik des Wagens zu beschränken, da er leistungstechnisch nie wirklich in der Lage war, weiter in der Blacklist aufzusteigen. Nachdem er auch von den ehemaligen Besitzer des M3 GTR besiegt wurde, gab Sony allerdings nicht auf. Er fuhr weiter Rennen, bis sich die Situation in Rockport zuspitzte. Sein Schicksal war vom Unglück bestimmt. Als es zu Rockports größten Polizeieinsatz aller Zeiten kam, in dem nahezu die gesamte Polizei den neuen meistgesuchten in seinem M3 jagte, war Sony ebenfalls unterwegs. Er war auf dem Weg nach Hause, um unterzutauchen, da es überall nur so vor Polizei wimmelte. Auf seinem Weg nach Hause kollidierte er mit einer K9-Einheit der Polizei, die als Verstärkung auf dem Weg zur Verfolgungsjagd war. Er erlitt glücklicherweise nur einen Rippenbruch und wurde gleich nach seiner Behandlung im Krankenhaus verhaftet. Da er aber eher ein kleiner Fisch war, schaffte es sein Anwalt, ihn auf Bewährung rauszuholen. Allerdings verlor er seinen Führerschein und das, was von seinem Golf übrig war, wurde von der Polizei beschlagnahmt und verschrottet. Aber sein Unglück war immer noch nicht vorbei. Kurz darauf bekam er plötzlich wieder eine Vorladung, musste wieder zur Polizei und er wurde ausgefragt. Aber es ging nicht mehr um die Blacklist selbst, es ging plötzlich um die Crews in Pullman City. Denn man fand heraus, dass er bei Rotor 4 eine Weile mitgefahren sei. Und sie wollten alles wissen über den Boss, über die Autos, über die ganzen Crewmitglieder, auch über die Scorpios wurde er ausgefragt und vor allem über Bushido. Natürlich wusste Sony nicht, was bei den Scorpios abgeht oder was mit Bushido los ist, ne? Er war halt nicht direkt in der Crew und kannte sie halt auch nur flüchtig durch die Auseinandersetzung, die sie hatten. Und nach mehreren Verhören wurde er dann letztendlich in der Hinsicht nicht bestraft, sondern auch nur mit dem Hinweis, dass, wenn er hier irgendwelche Falschaussagen macht, natürlich auch wieder in Haft kommen könnte. Aber glücklicherweise wurde daraus nichts. Heute ist nicht mehr viel über Sony bekannt. Manche glauben, ihn in einem Rennen in Palm City gesehen zu haben. Andere behaupten, er wäre nach Olympic City zurückgekehrt und habe sich als Videospielentwickler selbstständig gemacht. Aber man kann wohl sagen, dass er es bereut hat, sich in die Street-Szene eingemischt zu haben. Tess ist die Nummer 14 der Rockport Blacklist. Sein richtiger Name lautet Vince Click und er war ein eher durchgeknallter Zeitgenosse. Tess wurde in Rockport geboren. Seine Eltern zogen allerdings nach Ventura Bay, als er 5 war. Tess fiel schon als Kind immer negativ auf. Er konnte sich nicht benehmen und hatte ein echtes Problem mit Autoritäten. Das einzige Mal, wo er sich vorbildlich benehmen konnte, war, als es darum ging, dass sein Vater seinen Führerschein bezahlt. Er hatte aus unbekannten Gründen eine eher schwierige Beziehung zu seinem Vater, obwohl dieser eigentlich immer versuchte, ein möglichst guter Vater zu sein. Sein Vater sah die Situation mit dem Führerschein als Möglichkeit, eine bessere Beziehung zu Tess aufzubauen und bezahlte ihm dementsprechend den Führerschein und die Fahrstunden an sich, was er aber noch bereuen sollte. Nachdem Tess seinen Führerschein hatte und 18 wurde, klaute er den Lexus IS300 seines Vaters und brach nach Pullman City auf. Dort wollte er seine Street Racer Karriere starten. Doch gelang es ihm nicht, sich einer der dort herrschenden Crews anzuschließen. Er beschloss einfach, durchs Land zu reisen und sich Gegner zu suchen, die er besiegen konnte, um mit dem Geld seinen Wagen zu tunen, da er an sich auch nicht viel Leistung hatte. Irgendwann verschlug es ihn schließlich nach Rockport, wo er sich dann einen Namen machte und auf der Blacklist landete. Er wurde schnell als irrer, unberechenbarer Raser bekannt, der nicht davor zurückschreckt, sich Kratzer in den Lack zu machen. Die Cops hassten ihn und er hasste sie. Tess verfolgte die Ereignisse zwischen Razor und dem M3-Fahrer ziemlich genau, da er die Niederlage gegen Razor nie wirklich akzeptieren konnte. Auch hatte er immer wieder Stress mit Vic, dem Fahrer auf Platz 13 der Blacklist, zog aber immer den kürzeren. Er soll auch eine Auseinandersetzung gehabt haben mit Ronnie, die wohl sogar in einer
ja, kleinen Schlägerei endete. Als es zu der großen Verfolgungsjagd kam, in dem der M3-Fahrer gejagt wurde, war Tess glücklicherweise zu Hause, wodurch er nicht ins Fadenkreuz der Polizei geriet. Einige Tage nach der Jagd beschloss er, dem M3-Fahrer über dieselbe Route zu folgen, da er aus irgendeinem Grund sehr an ihm interessiert war. Vielleicht war es aber auch einfach nur sein angekratztes Ego, welches eine Revanche wollte, da er genau wie Sony auch vom M3-Fahrer besiegt wurde. Er machte sich auf den Weg, doch wagte er den Sprung über die alte Brücke nicht, da sein IS-300 immer noch nicht besonders viel Leistung hatte. Im Vergleich zum M3 war das halt wirklich eine lahme Gurke. Also entschied er sich erstmal zurückzufahren und eine neue Route zu suchen und überhaupt erstmal grob herauszufinden, wo sich denn der Fahrer aufhalten könnte. Tja, da hat er leider die Rechnung ohne die Polizei gemacht, denn die hatte ihn bereits beobachtet und ihm die Ausfahrt versperrt. Er wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt und verlor seinen Führerschein. Der Lexus wurde seinem Vater zurückgebracht. Tess hatte nämlich nie die Kennzeichen gewechselt, womit sämtliche Strafzettel und Anzeigen immer bei seiner Familie landeten. Der Vater verkaufte den Wagen allerdings sofort, da er absolut keinen Bock auf so ein umgebautes Auto hatte und auch nichts mehr mit seinem Sohn zu tun haben wollte. Einzig seine Mutter, welche immer an das Gute an ihrem kleinen Jungen glaubte, meldete sich ab und an noch bei ihm. Und Tess schien das auch zu akzeptieren. Seiner Mutter gegenüber war er immer respektvoll und dankbar. Er wollte ihr sogar Geld, die er in den Rennen gewann, zukommen lassen. Doch sie lehnte immer dankend ab, da sie sich natürlich nicht in seine Machenschaften verwickeln lassen wollte. Denn wenn sie von ihm Geld annimmt, was durch illegale Straßenrennen gewonnen wurde, könnte das natürlich zu Problemen führen und ja, die Familie vielleicht sogar in den Ruin treiben. Im Knast versuchte Tess sich mit Razor gutzustellen, um eines Tages Rache am M3-Fahrer zu nehmen. Allerdings kam er nie an Razor ran. Jemand wie Tess war in Razors Augen einfach eine Niete und wertlos. Außerdem würde Razor wesentlich länger im Knast sitzen als er. Nach seiner Entlassung beschloss Tess vorerst, nicht mehr Rennen zu fahren. Er begann eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker und fand später eine Anstellung in Olympic City. Ein Typ, der nur als TJ bekannt war, ließ ihn für sich arbeiten. Er machte dort gut Geld, da sein Boss nicht nur mit handelsüblichen Teilen handelte. Für Tess kam es so vor, als hätte er endlich eine Goldgrube gefunden. Denn es war einfach ein sehr beliebter Laden. Und auch Tess erfreute sich großer Beliebtheit mit der Zeit, weil er echt ein Händchen dafür hatte, an Autos rumzuschrauben. Und es tat auch seiner Persönlichkeit ganz gut. Er war nicht mehr so durchgeknallt und wild und ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber er musste auch immer mal wieder LKW für LKW durch die Gegend fahren, ohne dass TJ ihm gesagt hat, was genau er denn da ausfährt. Eines Tages schaute er einfach mal in den Laderaum und zu seiner Überraschung waren dort keine Drogen oder so drin, was er zunächst vermutet hatte, denn warum solle man dafür so ein Riesengeheimnis machen, wenn da keine Drogen drin sind oder so? Ja, es waren Fahrzeugteile. Ganz speziell modifizierte Teile, die man so wahrscheinlich niemals legal fahren dürfte, weil sie eben auch nicht geprüft sind und unter Umständen zu Schäden an Fahrzeugen führen könnten und so weiter. Und im selben Moment wurde er auch mehr oder weniger überfallen von einer unbekannten Crew. Und ja, die haben ihn alle Teile abgenommen und er musste sich dann vor TJ erklären. Gab eine ganze Menge Ärger. Von da an durfte er erstmal keine Waren mehr fahren, sondern nur noch in der Werkstatt arbeiten, was ihm eigentlich sogar ganz recht kam, weil er sowieso nicht Bock hatte, ewig diese Teile durch die Gegend zu fahren und das eigentlich groß genug war an Schock, den er da mitbekommen hat. Und ja, das ging dann einige Jahre. Er hat weiterhin gutes Geld verdient. TJ hat da seine komischen Dinger gedreht. Er hat sich da nicht weiter für interessiert und auch nie drüber geredet bei anderen Leuten.
Und so hat er sich dann wirklich gut was aufgebaut. Er hat sich irgendwann sogar einen schönen neuen Wagen leisten können. Einen Porsche 911 hat er sich gegönnt, was für ihn natürlich ein geiler Sprung war. Damals von einem Lexus, den er ja verloren hatte. Jetzt ein Porsche. In der Zwischenzeit hatte er einen Golf 4 gefahren, den er auch nur mit Not und Durft zusammengehalten hat. Und ja, damit hat er sich so einen kleinen Traum wohl erfüllt. Und dann ging die ganze Geschichte nochmal in eine ganz andere Richtung, denn plötzlich war Polizei vor Ort. Immer mal wieder kam eine Undercover-Streife vorbei, aber er hatte nie die Möglichkeit, mal ein Wort mit diesem Polizisten zu wechseln. Die gingen immer direkt ins Büro, sprachen mit TJ, irgendwas wurde da gemacht und das war's. Und da seit dem Tag kamen immer mal wieder Autos von der etwas höheren Preisklasse bei ihm an. Mal kam ein Ferrari F40, mal sogar ein Highlight wie ein McLaren F1 oder sogar ein Pagani, aber manchmal auch einfacher Tuner wie ein Nissan oder Mitsubishi. Bis zu diesem einen Tag, wo Tess nicht glauben konnte, was er da sieht. Plötzlich stand der M3 GTR vor der Tür, von dem er damals besiegt wurde durch Razor und im Grunde hat er sogar 2 Niederlagen durch diesen Wagen erfahren, denn der Fahrer, dem der M3 eigentlich gehörte, kam ja auch und hat Tess quasi auch nochmal besiegt, weil er halt sich hochgearbeitet hat, um den M3 zurückzubekommen. Ja, und jetzt steht da plötzlich der M3 GTR und Tess rannte sofort zu TJ und fragte, woher kommt dieser Wagen? Was zur Hölle? Weißt du eigentlich, was das für ein Teil ist? Wir kriegen riesen Ärger, wenn die Polizei den hier sieht. Und TJ sagte nur, beruhig dich, die Polizei selbst hat ihn hierher gebracht. Mach den Wagen fertig, setz ihn wieder in Stand. Tess wusste gar nicht, warum der Wagen überhaupt in so einem miserablen Zustand war, hat aber nicht weiter nachgehakt. Also hat Tess tatsächlich an dem M3 geschraubt, hat ihn wieder in Stand gesetzt, die Lackierungen und Folierungen erneuert, was auch sehr schwer war. Einige Ersatzteile waren sehr schwer zu bekommen, da es sich halt nicht um einen handelsüblichen M3 handelte, sondern um die GTR-Version aus dem Rennsport. Aber auch da hat TJ wieder seine Kontakte spielen lassen und auf magische Art und Weise ist er an einige Ersatzteile aus dem Rennsport gekommen. Und ja, der Wagen war wieder zusammengesetzt und war so schnell, wie er da war, auch wieder weg. Ein älterer Polizist holte den Wagen ab. Mit einem LKW wurde in einen Container gestopft und seitdem hat Tess auch nie wieder was von dem Wagen gehört. Und das war's im Grunde auch. Unser lieber Tess hat damit das Schlimmste eigentlich überstanden gehabt. Es hatte auf jeden Fall bis heute ist nicht bekannt, dass er nochmal irgendwie Probleme hatte. Er hat wirklich seinen Rennfahrerkarriere an den Nagel gehangen. Er hat auch mit seinem 911er keine Rennen mehr gefahren. Er war nur mal vielleicht als Zuschauer vor Ort und hat hier und da mal gewettet. Sein Hobby war mehr oder weniger Frauen aufzureißen und so. Das war so sein Ding dann im Nachhinein. Aber Rennen selbst wollte er nicht mehr fahren. Vor allem nach der ganzen Story in Rockport, die ihm quasi immer noch nachts in seinen Träumen verfolgt. Aber er hat die Gedanken der Rache oder sonstiges aufgegeben, vor allem weil seit so vielen Jahren keiner mehr etwas von diesem M3-Fahrer gehört hat. Und ja, jetzt lebt er sein Leben in der Werkstatt und wer weiß, wie lange das noch gut geht. Denn dass er dort arbeitet, würde er eines Tages noch bitterlich bereuen. Denn TJ wird ihm auch noch zum Verhängnis, aber das ist eine andere Story. Vic war die Nummer 13 der Rockport Blacklist und sein richtiger Name war Victor Vasquez. Vic wuchs in Palm City auf und sorgte schon in jungen Jahren immer wieder für Ärger. Die meiste Zeit verbrachte er in Jugendarrest. Als er 20 war, begab er sich auf Reisen. Er war faul und hatte keinen Bock auf so ein Standardleben mit Familie und vor allem einem Job. Er hielt sich oft in für Straßenrennen bekannten Städten auf und verdiente sich dort immer mal wieder etwas Geld durch Wetten dazu. Immer wieder kam es aber auch zu Schlägereien mit ihm und irgendwelchen Racern, weil Vic einfach eine, sagen wir, wilde Natur hatte. Er verbrachte dort einige Jahre mit diesem Lebensstil, bis er eines Tages einen Händler traf, der einen Toyota Supra zum
absoluten Spottpreis anbot. Der Händler sagte ihm, er verkaufe diesen Wagen im Kundenauftrag und der Wagen sei heißer, als man glauben mag. Deshalb solle Vic ihm besser möglichst bald eine neue Lackierung verpassen. Vic tat dies auch. Er verpasste dem Supra einen Breitbau sowie Spoiler, neue Felgen und eine Lackierung. Mit seinem neuen Wagen begann er dann selbst Rennen zu fahren und er machte auch eine ziemlich gute Figur dabei. Er gewann viele Rennen in Palm City, bis ihm die Stadt eines Tages zum Hals raushing. Er begab sich nach Tri-City, um dort neue Herausforderungen zu suchen. Auch dort gelang es ihm, viele Rennen zu gewinnen, bis letztendlich niemand mehr gegen ihn fahren wollte. Er wagte sich deshalb an andere Gruppen, die ebenfalls Rennen in Tri-City fuhren. Allerdings konnte er dort nicht mithalten. Die Autos der anderen waren einfach zu stark getuned, weshalb er sich entschloss, wieder einmal die Stadt zu verlassen. So verschlug es ihn nach Rockport, wo er ebenfalls viele Rennen für sich entschied. Zu seinem Bedauern rammte er während eines seiner vielen Rennen ein parkendes Undercover-Fahrzeug der Polizei, welches ausgerechnet Sergeant Cross gehörte. Dies beförderte ihn direkt auf Platz 13 der Blacklist von Rockport. Vic war selbst nicht sonderlich interessiert an der Blacklist. Er war einfach zu faul, sich mit anderen Blacklist-Fahrern anzulegen, um sich einen größeren Namen zu machen. Er war eigentlich immer nur an Gegnern interessiert, die er ohne große Anstrengungen besiegen konnte. Allerdings schaffte es auch keiner, ihn vom Platz 13 zu verdrängen. Bis zu dem Tag, an dem er von Razor besiegt wurde und später auch von dem M3-Fahrer. Er störte sich aber nicht weiter daran, es machte ihn zwar wütend, doch ließ er schnell wieder davon ab und zog einfach weiter sein Ding durch. Als die Situation zwischen der Polizei und der Blacklist zu ihrem Höhepunkt kam, verkroch sich Vic in eine Garage, wo er sich ein kleines Zockerparadies eingerichtet hatte, welches sogar Internet hatte, das er einfach von irgendeinem Rentner eine Straße weiter anzapfte. Er saß die heiße Phase einfach gekonnt aus und suchtete wochenlang irgendwelche Videospiele. Als die Lage sich endlich beruhigte, packte er seine Sachen und verließ die Stadt. Er fuhr nach Lakeshore City, wo er einen Freund hatte, der beim Straßenverkehrsamt arbeitete. Dieser Kollege kümmerte sich darum, dass der Supra umgemeldet wird. Als er aber die Fahrgestellnummer des Toyotas checkte, konnte er nicht glauben, was er sah. Dieser Wagen war nicht nur in Rockport, sondern auch in Palm City zur Fahndung ausgeschrieben, mit einem enormen Finderlohn. Vics Kollege riet ihm, die Karre so schnell es geht loszuwerden, da er sonst in extreme Schwierigkeiten geraten könnte. Nach einigen Zögern tat Vic dies auch. Er und sein Kollege vernichteten sämtliche Unterlagen und Dateien im Zusammenhang mit diesem Auto. Um möglichst sicher zu gehen, dass auch wirklich nichts auf sie zurückzuführen ist, haben sie noch die Fahrgestellnummer entfernt und den Wagen möglichst weit von Lakeshore weggebracht. Sie haben ihn in den Canyons von Palm City zurückgelassen, angrenzend an Palm City. Es gibt Gerüchte, der Wagen sei in Japan aufgetaucht. 2019 wurden viele Autos nach Japan importiert und scheinbar geriet auch der Supra irgendwie dazwischen. Es kann also gut sein, dass auch damals schon Leute unterwegs waren, die solche Autos geklaut haben und verfrachtet haben, um damit Geld zu machen. Genaueres ist aber nicht bekannt. Vic war allerdings noch nicht raus. Es vergingen zwar einige Jahre, seit er seinen Supra verlassen hatte, zurückgelassen hatte, doch eines Tages klopfte es an der Tür. Vic schaute aus dem Fenster und sah eine Corvette, die ihm Unbehagen bereitete, weil sie ihm irgendwie bekannt vorkam. Als er durch seinen Türspion schaute, entdeckte er die Fratze von Cross. Und Vic war nicht dumm. Bei ihm hat das ganz schnell geschaltet, denn ja, er hatte ja damals Cross Fahrzeug beschädigt und war natürlich einer der ehemaligen Blacklist-Fahrer. Er dachte nicht lange nach und machte sich einfach über seinen Balkon aus dem Staub. Denn glücklicherweise lebt er in einer Wohnung im ersten Geschoss. Und ja, mit seinem neuen Auto machte er sich ganz schnell von dann. Allerdings war Cross schon hinter ihm. Und es entbrannte eine kleine Verfolgungsjagd. Auch die Polizei schaltete sich ein, denn die Polizei in Lakeshore City
war er sich nicht dessen bewusst, dass Cross eigentlich ein Sergeant ist und als Kopfgeldjäger dort unterwegs war. Und dementsprechend gab es eine gewaltige kleine, ja, es war nicht gewaltig, aber es gab da schon eine etwas heftigere Verfolgungsjagd in Lakeshore. Und ja, es ging über die Grenzen mehrerer Städte. Irgendwann ging es dann so weit, dass sie in Bayview ankam, wo dann Vic endgültig der Sprit ausging und auch Cross kaum noch Sprit über hatte. Und man kann ja von Vic halten, was man möchte, aber in Sachen Flüchten war er ein Mastermind und ziemlich kalt und ja, stumpf, könnte man auch behaupten. Er sprang einfach in den Fluss von Bayview und machte sich so von dann. Cross wagte diesen Sprung nicht, aber Vic entkam so fürs erste Cross. Und Cross dachte sich einfach nur, okay, ich meine, da ist der Typ, den er durch mehrere Städte jetzt gejagt hat, der damals in Rockport Stress geschoben hat und er springt jetzt einfach mal in den Fluss und lässt sein Auto hier zurück. Cross hat den Wagen natürlich beschlagnahmt, was Vic natürlich auch wieder wehgetan hat, denn das war nicht irgendwo ein Wagen, es war ein wundervoller Honda S2000, den er sich mit Mühe wieder aufgebaut hatte. Auch hat er Straßenrennen damit gefahren in Lakeshore City. Und nun war sein Auto wieder weg. Aber Vic hatte die Idee, sich den Wagen wiederzuholen. Aber wie soll er den Wagen aus dem Gewahrsam der Polizei bekommen? Das war die große Frage und er überlegte eine ganze Weile, wie er wieder an seinen Wagen kommt. Letztendlich kam er zu dem Entschluss oder zu der Auffassung, dass es keine Möglichkeit gibt, den Wagen rauszukriegen, ohne sich mehr oder weniger zu stellen oder sonstiges. Also war ihm klar, ich muss den Wagen klauen. Und zu seinem Glück wurde der Wagen nicht nach Rockport oder sonst wo gebracht, denn er blieb direkt in Bayview. Und das Polizeigelände von Bayview, naja, die Polizei in Bayview ist nicht gerade die effektivste, was Street Racing angeht. Und auch die Bewachung von stillgelegten Autos oder sonstigen ist eher gering. Deswegen brach er einfach kackendreist die Tore zum Polizeigelände auf und schnappte sich sein Auto mit seinem Zweitschlüssel. Er fuhr weg und wurde noch nicht einmal verfolgt. Als dann einen Tag später Cross davon erfuhr, konnte er nicht glauben, was geschehen ist und hat die Polizei von Bayview komplett zusammengeschissen. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Vic machte sich dann auf zu einem Hafen und lud seinen Wagen in einen Container. Das kostete ihn einiges an Geld, aber er hatte ja auch durch seine Rennen noch viel Geld übrig. Und ja, er machte sich auf. Wohin genau, ist nicht klar. Aber Gerüchten zufolge soll Vic zuletzt in Deutschland gesehen worden sein und heute wohl Geld mit Online-Videos verdienen. Genaueres weiß man aber nicht. Izzy oder Itzy, je nachdem wie man es will, war ein junges Mädel auf dem 12. Platz der Rockport Blacklist. Ihr richtiger Name war Isabel Diaz und sie wurde in Rockport geboren und ist auch nie umgezogen. Sie interessiert sich schon in jungen Jahren für Motoren und Autos und lernte schon als Kind an Autos rumzuschrauben. Sie hatte noch 2 Brüder, die ebenfalls sehr an Autos interessiert waren. Einen großen Bruder, der etwa 2 Jahre älter war als sie, und einen jüngeren Bruder, der etwa 1 Jahr jünger war. Zusammen basteln sie an vielen Autos rum, bis eines Tages die illegalen Rennen in Rockport begannen zuzunehmen. Schnell fanden sie auch ein Interesse daran, an solchen Rennen teilzunehmen. Izzys Brüder kauften sich beide einen Mitsubishi Evo und tunten sie absolut gleich, sowohl optisch als auch technisch. Izzy war eher ein Mazda-Fan und besorgte sich ein RX-8. Die 3 schlugen sich ziemlich gut. Izzys Brüder, die schnell als die Evo-Brüder bekannt wurden, wollten aber immer mehr. Sie gründeten eine Crew, die sie die Scorpios nannten und entschieden sich nach Pullman aufzubrechen, um dort andere Crews herauszufordern. Izzy war daran nicht interessiert, sie blieb lieber in Rockport, um ihren Onkel in der Werkstatt zu helfen. Die Zeit nahm ihren Lauf, Izzys Brüder konnten sich in Pullman behaupten und weitere Crewmitglieder gewinnen, womit sie zu den etwas größeren Crews in Pullman zählten.
Izzy landete mit der Zeit in der Blacklist und hielt sich auf Platz 12. Es gab mal einen Herausforderer in einem Dodge Challenger, mit dem sie aneinander geriet. Er konnte sie nicht schlagen, war aber auch extrem aggressiv ihr gegenüber. Jedoch verschwand er gänzlich aus Rockport und war auch erstmal nicht mehr aufzufinden. Eines Tages wurde sie dann, wie schon Sony, Tess und Vic zuvor, von Razor besiegt und dann auch noch von dem M3-Besitzer. Während der M3-Besitzer sich weiter die Blacklist hochkämpfte und gerade bei JV ankam, tauchte der Unbekannte in seinem Dodge Challenger wieder auf. Er forderte sie erneut zu einem Rennen heraus. Diesmal war aber auch ihr jüngerer Bruder vor Ort, da er von ihren 2 Niederlagen gegen Razor und dem unbekannten M3-Besitzer hörte und einfach mal nach ihr sehen wollte. Der Dodge-Fahrer machte sich über den Evo des Bruders lustig, doch der lachte nur und sagte ihm, er schaffe ja nicht mal den Mazda seiner Schwester, also soll er sich nicht mit ihm anlegen. Der Dodge-Fahrer schmunzelte nur und fuhr an die Startlinie. Das Rennen startete und zunächst sah es so aus, als könnte der Dodge-Fahrer wieder nicht mithalten. Als sie dann auf ein Stück der Autobahn kurz vor dem Ziel kam, beschleunigte der Dodge-Fahrer plötzlich sehr schnell. Sein Muscle Car hatte einfach viel mehr Power auf der Geraden, aber anstatt zu überholen, rammte er Izzy am Heck, wodurch sie ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke krachte. Sie verletzte sich zum Glück nicht schwer, nur eine leichte Verbrennung im Gesicht durch den Airbag. Der Dodge-Fahrer blieb am Ziel aber nicht stehen. Er fuhr davon. Izzys kleiner Bruder folgte ihm sofort, wutentbrannt, nachdem er sah, dass es Izzy gut geht. Izzys Bruder holte schnell auf und folgte dem Dodge. Dieser bemerkte ihn aber und gab auch Vollgas. Anders als im Rennen wirkte der Dodge aber wesentlich schneller, weshalb Izzys Bruder glaubte, der Dodge-Fahrer muss irgendwelche extrem Hochleistungsteile verbaut haben und hat sich im Rennen gegen Izzy mit Absicht zurückgehalten, um sie am Ende zu rammen. Die Verfolgung ging bis in die Berge und wurde immer rasanter. Im Canyon wurden die Kurven immer enger, bis es zu einem tragischen Unfall kam. Izzys Bruder bekam eine Kurve nicht mehr und durchbrach die Absperrung. Er schlug weiter unten im Canyon auf der Straße auf. Der Dodge-Fahrer fuhr einfach vorbei und verschwand. Izzys kleiner Bruder überlebte diesen Aufschlag nicht. Der Evo war völlig zerstört. Der Lärm vom Aufprall des Autos schallte durchs ganze Gebirge und war selbst in Palmont noch zu hören. Der Boss der Blackheart Crew fand den Evo als erstes, konnte aber nichts mehr für Izzys Bruder tun. Er benachrichtigte sofort seinen großen Bruder, der auch schnell vor Ort war. Er konnte den Anblick kaum ertragen. Als er auf sein Handy schaute, sah er sogar noch, dass er eine Sprachnachricht von seinem Bruder bekommen hatte, die er noch während der Verfolgung aufnahm. Er hatte sie sich aber noch nicht angeschaut. Es ging eben um genau diese Verfolgungsjagd und dass Izzy einen Unfall hatte. Er brach sofort nach Rockport auf, auch wenn es ihm schwer fiel, seinen Bruder zurückzulassen. Aber er konnte ohnehin nichts mehr für ihn tun und wollte schnellstmöglich zu seiner Schwester. Der Boss der Blackhearts kümmerte sich um alles Weitere, da auch schnell die Polizei und Krankenwagen eintrafen. Izzy war am Boden zerstört, als ihr großer Bruder kam und ihr erzählte, was passiert ist. Sie gibt sich bis heute die Schuld an dem Tod ihres kleinen Bruders, da es nie so weit gekommen wäre, wenn sie dieses Rennen nicht gefahren wäre. All das passierte noch kurz bevor der M3-Fahrer Razor besiegte und diese Tragödie war einer der Gründe, warum Cross die Polizeipräsenz in Rockport so sehr verschärfte und komplett ausrastete, als der Most Wanted entkam. Zwar konnte der M3-Fahrer nichts dafür, was mit Izzys kleinem Bruder geschah, doch verurteilte Cross die gesamte Racing-Szene nur noch mehr und war sich sicher, dass sich so etwas wiederholen könnte, solange illegale Straßenrennen nicht härter bekämpft werden. Izzy ist seitdem keine Rennen mehr gefahren. Ihr großer Bruder machte allerdings weiter und traf in Palmont City irgendwann auch auf den M3-Fahrer aus Rockport. Probleme zwischen den beiden gab es nicht. Izzy baute ihren RX-8 irgendwann wieder auf, ließ ihn letztendlich aber doch stehen. Er verstaubt wohl immer noch irgendwo in einer Garage. Izzy stellte sich auch der Polizei, um ihre Weste reinzuwaschen, damit sie einfach ein normales Leben führen konnte, ohne die Polizei zu fürchten. Der Fahrer des Dodge Challengers tauchte nie wieder in Rockport auf und auch nicht in Palmont. Der Wagen wurde 2007 auf dem Pro Street Festival gesehen. Danach sah und hörte man aber nichts mehr von ihm.
Zumindest Izzy bekam nichts mehr von ihm mit. Izzy lebt auch heute noch in Rockport und ist Besitzerin einer Tankstelle samt Werkstatt. Ihr großer Bruder hörte irgendwann auch auf, damit Rennen zu fahren und löste die Scorpios auf. Big Lou ist die Nummer 11 auf der Rockport Blacklist. Sein richtiger Name ist Lou Park und er ist ein absoluter Proll. Er liebt es, sich wie der absolute King im Ring aufzuspielen, hat eine kleine Crew um sich und flext auch gern mit hübschen Ladies in seinen Armen. Er ist in Ventura aufgewachsen und hielt sich schon als Teenager bei der Racing-Szene auf. Schon mit 16 begann er selbst Rennen zu fahren. Er fuhr damals schon vorne mit und galt als einer der schnellsten Fahrer in Ventura, bis er eines Tages von Joe Vega vernichtend geschlagen wurde, der quasi nur auf der Durchreise war. Mit 23 zog er nach Rockport, wo er seine kleine Crew aufbaute. Nach einiger Zeit und vielen Rennen landete er letztendlich auf der Blacklist. Während der Ereignisse rund um Razor und dem M3-Fahrer spielte Big Lou keine besondere Rolle. Er wurde besiegt und das war's auch schon. Während des Großeinsatzes, bei dem der M3 GTR gejagt wurde, wurde Big Lou verhaftet und wurde zu 3 Jahren verurteilt, da er immer wieder große Schäden in der Stadt anrichtete und die Polizei hops genommen hat. Nach seiner Entlassung zog er nach Fortune Valley und begann dort wieder Straßenrennen zu fahren. Sein Eclipse verkaufte er irgendwann, um auf einen Nissan 350Z umzusteigen. Er ging mehr in Richtung der Drift-Szene, anstatt weiter normale Rennen zu fahren. Irgendwann schloss er sich der Noisebomb-Crew an und fuhr lange an deren Seite. Irgendwann verlor er aber die Lust am Drift und kehrte zum regulären Straßenrennen zurück. Auch hielt es ihn nicht mehr lange in Fortune Valley. Es verschlug ihn nach Palm City, wo er weiter Rennen fuhr. Irgendwann wurde er aber von der Polizei erwischt. Er musste schon wieder ins Gefängnis, diesmal aber nur für 9 Monate und sein Auto wurde beschlagnahmt. Als er wieder frei war, wurde behauptet, sein Auto wäre verschrottet worden. Er hielt es nicht für richtig, aber hatte kaum eine Wahl. Man drohte ihm mit einer weiteren Haftstrafe. Da ihm die ganze Stadt zu korrupt erschien, zog er wieder mal weg. Es verschlug ihn nach Olympic City, weil sich dort auch seine alte Crew aufgehalten hatte. Er begann dort an Drift-Events teilzunehmen und baute sich wieder einen Ruf auf. Nach einiger Zeit begann er selbst Drift-Events zu organisieren, womit er eine gute Stange Geld machen konnte. In einem seiner Events entdeckte er seinen alten Eclipse wieder und machte dem Fahrer ein Angebot, den Wagen zurückzukaufen, was auch problemlos geschah. So langsam war wieder alles beim Alten. Er hatte wieder seine Crew und seinen alten Wagen zurück, verdiente wieder ordentlich Geld, um sich wieder wie der King im Ring aufzuspielen und hatte auch keine Probleme mit der Polizei, da er seine Events auf abgesperrten Strecken unter Absprache mit Besitzern großer Hafenanlagen und Parkplätzen organisierte. Es lief lange gut bei ihm. Im Vergleich zu anderen ehemaligen Blacklist-Fahrern ist sein Werdegang weniger spektakulär, was ja auch nicht schlecht ist. Zwar wurde er zweimal eingebuchtet, aber er hat es immer wieder geschafft, sich etwas Neues aufzubauen. Bis zu dem Tag, an dem er TJ kennenlernte. Über TJ erfuhren wir bereits die ein oder andere Sache in der Story von Tess. Auf jeden Fall machte TJ Big Lou das Angebot, bestimmte Waren für ihn als Fahrer auszufahren. Im Gegenzug würde er etwas Geld und Zugriff auf Tuningteile erhalten, die die Autos seiner Drift Crew extrem verbessern würden. Nach einigem Zögern stimmte Lou zu. So traf er auch Tess in der Werkstatt wieder. Die beiden hatten kein Beef und verstanden sich recht gut. Tess kümmerte sich seitdem um Big Lou's Eclipse, wenn mal etwas kaputt war. Big Lou fiel auf, dass öfter mal ein Undercover Camaro der Polizei an der Werkstatt stand, wenn er eine Fuhre machen sollte und den LKW abholte. Machte sich aber keine weiteren Gedanken dazu. Irgendwann tauchte die Undercover-Einheit allerdings bei einem seiner Drift-Events auf. Es sah nach Ärger aus, aber seine Events waren ja nicht illegal und unangemeldet.
Es konnte also eigentlich nichts passieren. Doch zu Lous Überraschung fuhr der Camaro einfach auf die Strecke und driftete selbst. Etwas später kam der Officer auf Lou zu und sprach ihn direkt damit an, dass er doch der Fahrer von TJ sei und LKW-Ladungen durchs Land kutschiert. Lou antwortet nur mit einem verunsicherten Ja, weil er nicht lügen konnte, da er ja von diesem Cop bereits dort gesehen wurde. Woraufhin ihn der Officer nur still ansah und dann lächelnd auf die Schulter klopfte mit den Worten: Gute Arbeit, lass dir nichts anhängen. Dann verschwand er auch schon wieder. Big Lou's Events waren weiterhin recht erfolgreich und es gab damit keine Probleme. Doch wie es mit seinem Nebenjob als TJs Fahrer weiterging, ist eine Story, für die es jetzt noch zu früh wäre. Also passt auf, dass ihr nichts verpasst. Baron war die Nummer 10 der Blacklist. Sein richtiger Name ist Carl Smith und er ist der reichste aller Blacklist-Fahrer gewesen. Er wuchs in Bayview auf und hatte eine schwierige Kindheit im Schatten seines Vaters. Barons Vater war ein Immobilienriese. Er besaß 20% aller Mehrfamilienhäuser in Bayview und hatte auch in Rockport, Pullman und Fortune Valley Besitz. Auch war er einer der größten Sponsoren des Pro Street Festivals, was ihm auch viel Geld einbrachte. Baron entwickelte durch seinen Vater schnell einen starken Geschäftssinn und da er seinen Vater oft begleitete, wenn dieser beim Pro Street Festival geschäftlich unterwegs war, fand er auch schnell Interesse an Autos und Rennen. Zwar lernte er das Rennfahren in getunten Autos der günstigeren Klasse, aber für Baron waren selbstgebaute Autos etwas für Geringverdiener. Er interessierte sich nur für Autos von Marken wie Porsche und so weiter. Weshalb er sich irgendwann seinen bekannten Porsche Cayman S kaufte und ihn dann umbauen ließ. Er übernahm eines Tages das Management der Immobilien seines Vaters in Rockport. Sie gehörten ihm, da sein Vater sie ihm überschrieb. Er war einfach stolz auf Baron, weil dieser bewies, wie geschickt er sein Geld vermehrt und gab ihm auch kleinere Anteile an Immobilien in den anderen zuvor genannten Städten. Als Baron auf der Blacklist landete, war dies allerdings nicht besonders förderlich für seine Geschäfte. Doch durch seinen Reichtum konnte er sich aus den meisten Schwierigkeiten immer wieder freikaufen. Sein Vermögen betrug zu diesem Zeitpunkt ungefähr ganze 13 Millionen. Der Wert seiner Immobilien war auch enorm. Allerdings machte sein Name im ganzen Land die Runde, denn ein millionenschwerer Street Racer, der dazu auch noch ein sehr guter Fahrer ist, war schon etwas eher Seltenes. Ein Rennfahrer aus Pullman wurde auf ihn aufmerksam und wollte ihn treffen, doch Baron lehnte ab. Otto-Normalverbraucher in ihren Racer-Karren interessierten ihn nicht, außer sie wollten eine Immobilie von ihm mieten oder kaufen. Nachdem er von Razor im gestohlenen M3 besiegt wurde er von Cross höchstpersönlich angehalten, doch Cross wollte ihn nicht verhaften, sondern forderte ihn auf, ihm zu folgen. Und sollte er dem nicht Folge leisten, würde er ihn doch verhaften. Und diesmal könne ihn sein Geld nicht retten. Also folgte er ihm, bis zu einem Parkplatz. Cross sagte einfach nur, warte hier, und verschwand. Kurz darauf kam ein Audi Le Mans vorgefahren. Er war verblüfft, denn es handelte sich halt eben um einen Prototypen des Audi R8. Es war Darius, ein Rennfahrer aus Pullman City, der eine extrem hohe Reputation hatte, beziehungsweise einen hohen Ruf genießt. Sie unterhielten sich zunächst über seine Rennen und seine Immobilien. Baron wollte auch wissen, wie es sein kann, dass jemand wie Cross quasi für ihn den Laufbursche machen kann. Darius ging aber nicht ins Detail. Er sagte nur, Cross ist nebenbei Kopfgeldjäger und Geld macht vieles möglich, alles andere ginge ihm nichts an. Daraufhin machte Darius ihm das Angebot, seiner Crew beizutreten, den Staked Deck. Er versprach ihm noch mehr Erfolg und Zugang zu Autos, an die nicht mal jemand wie Baron so leicht rankommen würde. Baron war nicht abgeneigt, doch hatte Darius noch eine Forderung. Baron sollte um jeden Preis einen Typen besiegen, der sich gerade die Blacklist hocharbeitet. Baron willigte ein und bekam dazu noch $100.000, die er in seinen Porsche investieren sollte. Zwar hatte Baron selbst genug Geld für solche Umbauten,
Doch nahm er das Geld trotzdem an, als Zeichen des gegenseitigen Vertrauens oder so. Man weiß es nicht. Als es zum Rennen mit dem Fahrer kam, war Barons Porsche allerdings nicht weiter aufgerüstet. Er glaubte, sein Porsche wäre ohnehin schnell genug, um einen billigen Eigenbau besiegen zu können. Baron verlor das Rennen aber und war stinksauer. Er suchte schnell Darius auf, um herauszufinden, was es mit dem mysteriösen Fahrer überhaupt auf sich hat. Doch Darius ging nicht weiter darauf ein und forderte sein Geld zurück. Er war sauer, dass Baron den Fahrer nicht besiegt hat. Baron allerdings reagierte aggressiv und schrie nur, er könne ihn kreuzweise und würde das Geld als Entschädigung für diese Demütigung behalten und fuhr davon. Dies war vermutlich der größte Fehler seines Lebens. Er unterschätzte nämlich Darius und seine Vorgehensweisen. Auch wusste er nicht, wie reich Darius tatsächlich ist und wie viel Einfluss er auch noch auf die Polizei hatte. Baron kehrte nach Rockport zurück und nur wenige Tage später begann sich scheinbar alles gegen ihn zu wenden. Er erhielt immer mehr Beschwerden von Mietern, an seinen Immobilien würde immer wieder Vandalismus betrieben. Dies ging monatelang so weiter und er verlor immer mehr Mieter. Seine Häuser standen irgendwann leer und sein Vater entzog ihm dazu auch noch die Anteile an den weiteren Immobilien in anderen Städten und brach sogar den Kontakt ab, weil Baron seine Finanzen nicht mehr im Griff hatte. Alles um Baron herum schien zusammenzubrechen. Als dann auch noch sein Konto gesperrt wurde, rastete er endgültig aus und wollte Darius zur Rede stellen, weil er sich sicher war, dass er etwas damit zu tun hat. Doch kaum trat er vor die Tür, lief er in die Arme von Cross, welcher ihn sofort zu Boden warf und verhaftete. Der Vorwurf lautete fahrlässige Tötung eines jungen Rennfahrers in den Canyons von Palmont. Baron war geschockt. Er schrie wild um sich, er hätte nichts getan. Die Polizei öffnete seine Garage, doch anstatt seines Porsche stand dort ein Dodge Challenger, welcher bereits gesucht wurde. Baron traute seinen Augen nicht und schrie weiter rum. Dieser Wagen gehöre ihm nicht und jemand wolle ihm was anhängen. Doch Cross selbst war bereits blind vor Wut. Er warf Baron wieder zu Boden und ließ ihn von den Beamten abführen. Baron hatte keine Chance, sich zu wehren. Er wurde sehr schnell verurteilt und erhielt eine lebenslängliche Haftstrafe für etwas, was er gar nicht getan hatte. Er wusste genau, dass Darius dahinter stecken muss, doch hatte er keinerlei Beweise und auch kein Geld mehr, um sich Anwälte leisten zu können, die ihm vielleicht noch hätten helfen können. Eines Tages begegnete er Razor im Knast. Er konfrontierte ihn. Er wollte einfach wissen, was es mit diesem unbekannten Fahrer und dem M3 GTR auf sich hat und welche Rolle er bei diesem ganzen Vorfall spielte. Denn Baron hatte natürlich nebenbei noch mitbekommen, was sich da zwischen diesem unbekannten Fahrer und Razor abgespielt hat und dass es da wohl größtenteils um den M3 ging. Doch Razor war bereits genervt, da er zuvor von Tess angequatscht wurde. Als Baron Darius erwähnte, wurde Razor allerdings hellhörig, versuchte aber trotzdem schnell das Gespräch abzuschmettern. Baron verblieb stumm und ging zurück an seinen Esstisch, nachdem Razor Folgendes sagte: Wenn du dich auf dieses Monster eingelassen hast, tut es mir leid, aber ich kann dir bei deiner Sache nicht helfen. Und glaube mir, ich spreche aus Erfahrung. Und wenn ich hier rauskomme, hole ich mir als erstes diesen verdammten BMW zurück und sorge dann dafür, dass dieser Darius und dieser Caleb dafür bezahlen werden, was sie mir und meinen Freunden angetan haben. Earl war die Nummer 9 der Rockport Blacklist. Sein richtiger Name ist Eugene James und er ist in der Lower East Side von Rockport aufgewachsen. Er hat schon immer davon geträumt, irgendwann mal groß rauszukommen. Er begann früh mit Straßenrennen und machte die Küste von Rockport unsicher, was seinem Vater nicht besonders gefiel, weil da dieser Polizist in Rockport war. Manche glauben, Cross sei sein Vater gewesen, aber an diesem Gerücht ist nichts dran. Wie auch die anderen Blacklist-Fahrer zuvor wurde er erst von Razor besiegt und anschließend vom originalen Besitzer des M3. Earl war einer der Blacklist-Fahrer,
der auch während der großen Verfolgungsjagd gejagt wurde. Er konnte knapp entkommen, aber sein Wagen erlitt schwere Schäden. Er fuhr einen Mitsubishi Evo 8. Er tauchte fürs Erste in Palm City unter. Dort hatte er einen Freund, der seinen Wagen reparierte. Earl blieb vorerst in Palm City und fuhr dort weiter Rennen. Nach einigen Monaten war er nochmal in Rockport und beobachtete dort zufällig, wie Baron verhaftet wurde und wie zuvor der Porsche aus Barons Garage geschafft wurde und gegen einen Dodge Challenger getauscht wurde. Er hatte einen guten Überblick, da seine Freundin in derselben Straße wie Baron lebte. Earl ist quasi der Einzige, der bezeugen kann, dass Baron nicht der eigentliche Fahrer des Dodge Challenger war, doch tat er nichts. Er hatte Sorge, selbst wieder ins Fadenkreuz der Polizei zu geraten. Denn seit dem Rockport-Vorfall hatte er kaum noch Ärger mit der Polizei. Es war, als hätte sie ihn vergessen. Earl lebte weiter vor sich hin und fuhr Rennen in Palm City. Sein Gewissen machte ihm allerdings immer wieder zu schaffen, bis er sich irgendwann entschied, der Polizei zumindest einen Tipp zu geben. Er rief in der Zentrale an und sagte nur, Carl Smith ist nicht der Fahrer des Dodge Challenger und beschrieb einige Autos, die er vor Barons Haus sah und wie sie den Porsche gegen den Challenger tauschten. Er beschrieb Importwagen und Muscle Cars mit schwarz-rot-weißen Designs und legte wieder auf. Danach beendete er auch seine Karriere als Racer. Er hatte einfach keine Lust mehr und widmete sich Sportarten. Da er ursprünglich eine Lehre im IT-Bereich machte, suchte er auch wieder nach einem normalen Job in dem Bereich. So traf er eines Tages zufällig auf Sony. Irgendwie ergab sich dabei ein gemeinsames Projekt, mit dem die beiden ein Vermögen machten. Earl hatte sich seinen Traum erfüllt. Er war eine große Nummer, zwar nicht mehr in der Racing-Szene, dafür aber in der Gaming-Branche. Denn Earl und Sony entwickelten ein Programm, welches heute in vielen Games zum Einsatz kommt. Ansonsten trifft man Earl auch gelegentlich beim Snowboarden an. Earl hat sich erfolgreich von seiner Street Racer Zeit und der Blacklist distanziert und führt bis heute ein sorgenfreies Leben abseits von all dem Chaos, welches bei einigen anderen ehemaligen Blacklist-Fahrern herrscht. Was mit Baron geschah, nachdem er die Polizei einen Tipp gab, weiß er nicht. Er machte sich aber auch keine weiteren Gedanken darüber. Ohne den Rennstress und die ständige Flucht vor der Polizei konnte Earl endlich sein Leben in vollen Zügen genießen. Seine Vergangenheit als Nummer 9 der Rockport Blacklist schien in einem anderen Leben stattgefunden zu haben. Earl fand Erfüllung in seiner Arbeit, seinen sportlichen Aktivitäten und der Ruhe, die sein neues Leben mit sich brachte. Ab und zu tauchte Earl in der Szene auf, um alte Freunde zu treffen, aber er vermied es, in die dunklen Schatten seiner Vergangenheit zurückzublicken. Sein Weg führte ihn weit weg von der Hektik der Straßenrennen und er genoss wirklich jeden Moment seines sorgenfreien Lebens. Einige Jahre vergingen, seit Earl sich von der Rennszene zurückgezogen hatte. Eines Tages erhielt er jedoch einen mysteriösen Anruf. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war verzerrt und flüsterte geheimnisvoll: Die Vergangenheit holt jeden ein, Earl. Du kannst nicht für immer davonlaufen. Verwirrt und beunruhigt begann Earl, Nachforschungen anzustellen. Er stieß auf Hinweise, die darauf hindeuteten, dass sein scheinbar ruhiges Leben nicht so frei von Schatten war, wie er dachte. Sein alter Freund Sony schien mehr zu wissen, als er preisgab. Und hinter den Erfolgen ihres gemeinsamen Programms verbergen sich düstere Geheimnisse. Im Laufe seiner Recherche entdeckte Earl eine verschlüsselte Nachricht auf dem Rechner von Sony. Als er den Code knackte, offenbarte ihm sich eine bisher unbekannte Verbindung zu Darius und Baron. Das Geld, welches Sony in die Entwicklung des Programms steckte, schien ursprünglich vom Konto von Baron zu stammen. Earl stand vor der Entscheidung, ob er die Wahrheit aufdecken oder weiterhin vor seiner Vergangenheit fliehen sollte. Die Zeichen deuteten darauf hin, dass Sony Barons Konto für Darius gehackt und gesperrt hatte und im Gegenzug einen Teil des sich darauf befindlichen Vermögens kassieren durfte, nachdem es gewaschen wurde. Allerdings wusste Earl nicht, wer Darius überhaupt war. Das ruhige Leben, das Earl aufgebaut hatte, drohte plötzlich zu zerbrechen und er musste sich entscheiden, ob er neu in die Welt der Intrigen und Rennen zurückkehren würde. Nur kurze Zeit später klopfte es eines Tages an seiner Tür. Und als er sie öffnete, stand ein Mann vor der Tür, den er eigentlich nicht kannte. Er wusste auf jeden Fall nicht, wer er ist, aber der schien ihn zu kennen. Schnell wurde klar, dass dieser Mann sehr viel über Earl wusste und was er in der Vergangenheit getan hatte und was er alles mitbekommen hatte.
Und er war da, um ihm zu helfen. Er wollte ihm nichts Böses. Er sagte einfach nur, dass er alle Infos bis ins Detail haben wolle, die er hat in Bezug zu Baron und dem Vorfall mit dem Dodge. Und dass er sich darum kümmern würde, dass Earl sich damit nicht beschäftigen muss, dass er sein Leben so, wie er es jetzt aufgebaut hat, weiterleben kann und nicht in Probleme geraten würde. Earl entschloss sich, ihm alles zu erzählen. Das Angebot, dass der sich darum kümmert und er sich da überhaupt nicht einmischen muss und einfach sein Leben weiterleben könnte, ohne Ärger zu bekommen, war einfach zu verlockend. Er erzählte ihm, was er den Tag gesehen hatte, als Baron verhaftet wurde, wie der Dodge Challenger in der Garage platziert wurde und was mit dem Porsche passierte, was für Autos dort standen und auch, was er herausgefunden hatte, was Sony angeht, mit Darius und Baron, dass Sony wahrscheinlich das Konto von Baron gehackt hatte und dass Baron nach allem, was er so gesehen hat, vermutlich sogar unschuldig ist. Der Mon wollte aber immer noch mehr über Darius zum Beispiel wissen, doch sagte Earl, dass er diesen Mann nicht kennt und keine Ahnung hat, wer er ist. Darauf sagte der Mann einfach nur, dass es auch besser so ist und er sich da wirklich nicht einmischen sollte und sich jetzt darum kümmert, dass alles seinen Weg geht und Earl sich dort nicht einmischen müsste. Er hat ihm empfohlen, sich nochmals abzusetzen, seine Handynummer zu wechseln, seine Adresse zu wechseln, einfach wegzuziehen und alles nochmals hinter sich zu lassen und auch die ganzen Kontakte, die er zur Blacklist noch hatte, zu beenden. Einfach, um aus dieser Sache komplett rauszukommen. Um den Rest würde sich der unbekannte Mann selbst kümmern. Earl tat dies auch. Er hatte absolut keine Lust darauf, dass er wieder in diese dunkle Szene gerät und dass ihm irgendwas, das, was er aufgebaut hat, zerstört. So suchte sich Earl also eine neue Bleibe, eine neue Heimat. Auch brach er den Kontakt zu Sony ab. Wirklich zu jedem, den er noch aus den Blacklist-Zeiten kannte. Und lebte von da an einfach weiter sein ruhiges Leben. Er hatte einfach unwahrscheinliches Glück, dass dieser Mann ihn nochmal aufgesucht hatte. Und ist damit so ziemlich aus allem, was da noch so vor sich ging, raus. Er konnte einfach in Ruhe sein Leben leben und das ist so ziemlich das Beste, was ihm passieren konnte. Jules oder auch Jewels war die Nummer 8 der Blacklist und ihr richtiger Name war Jade Barrett. Sie wurde in den Straßen von Pullman City geboren. Und da ich echt nicht weiß, wie man diesen Namen richtig ausspricht, benutze ich in diesem Video Jade, also ihren richtigen Namen. Okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Schon früh spürte sie die Freiheit und den Adrenalinkick, den nur die Straße bieten konnte. Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die mit mehr Rechnung als mit Träumen zu kämpfen hatte, wuchs Jewels in einem Umfeld auf, das sie hart und widerstandsfähig machte. Schon in jungen Jahren nahm sie alles Mögliche an Minijobs an, um ihrer Mutter finanziell zu helfen. Sie leistete kleinere Arbeiten in der Nachbarschaft, denn jeder Cent zählte. Ihr erster Kontakt mit illegalen Straßenrennen war rein zufällig. Eines Nachts, als der Klang von dröhnenden Motoren und das Leuchten der Scheinwerfer die Dunkelheit durchbrachen, wurde etwas in Jade geweckt. Der Duft von verbranntem Gummi und der Rausch der Geschwindigkeit zogen sie magisch an. Sie begann sich in die Welt der illegalen Rennen zu vertiefen. Sie schloss sich der Blackheart Crew von Pullman an und lernte von den Besten, schraubte an ihren eigenen Autos und perfektionierte ihre Fahrkünste auf verlassenen Straßen und Autobahnen. Ihr Ruf wuchs, nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten hinter dem Lenkrad, sondern auch aufgrund ihrer Loyalität gegenüber ihren Crewmitgliedern. Und auch das Geld spielte eine große Rolle. Damit konnte sie nämlich ihrer Mutter helfen und sie entlasten. Eines Tages entschied sie sich aber, Pullman zu verlassen und somit auch die Blackheart Crew, um im Rockport halt neue Gegner zu finden. Sie forderte dort einen Typen namens Rock heraus und gewann. Beide setzten ihre Fahrzeugpapiere, wodurch sie nun auch ein neues Auto hatte, und zwar ihren bekannten Mustang. Sie verpasste ihm ihren Stil und baute ihn um. Irgendwann landete sie letztendlich auf Platz 8 der Blacklist. Doch das Leben auf der Überholspur hatte seinen Preis. Jade geriet oft an die Grenzen des Gesetzes und musste ständig darauf bedacht sein, nicht erwischt zu werden.
Die Nächte wurden länger, die Rennen gefährlicher und die Linie zwischen Aufregung und Gefahr begann zu verschwimmen. Doch hatte sie immer ihre Mutter im Hinterkopf, die sie finanziell unterstützen wollte. Das gab ihr zusätzlich Mut und Kraft, weiterzumachen. Eines Tages traf sie auf einen Mann, der sich in ganz Rockport einen Namen machte, mit dem Ziel, Razor zu besiegen. Sie fuhr ein Rennen gegen ihn, doch sie verlor es. Aber sie hatte Glück, der Mann verzichtete darauf, ihren Wagen zu kassieren. Jade wurde neugierig und sagte dem Mann, dass sie ihm wenigstens ein Essen spendieren müsse, wenn er schon so großzügig ist und den Wagen nicht nimmt. Natürlich hatte sie Hintergedanken. Sie wollte mehr über diesen Mann erfahren und irgendwie schien sie auch ein wenig auf ihn abzufahren. Glücklicherweise willigte er ein. Sie fuhren zu einem Diner und Jade zögerte nicht lang und begann Fragen zu stellen. Sie wollte wissen, warum er sich so akribisch die Blacklist hocharbeitet. Was treibt ihn an? Er erzählte ihr einige Dinge, die in Rockport vorgefallen waren und dass der M3 GTR, mit dem Razor nun auf Platz 1 der Rockport Blacklist ist, eigentlich sein Wagen ist und er beim Rennen gegen Razor betrogen wurde. Sie unterhielten sich noch stundenlang und verstanden sich mehr als gut. Es war wie in so einem völlig überzogenen Liebesfilm. Sorry Leute, aber wirklich. Jade schien sich einfach in dieser kurzen Zeit gnadenlos in diesen Mann verknallt zu haben. Weil er auf irgendeine Weise so mysteriös auf sie wirkte und ja, seine Geschichte sie wohl auch irgendwie berührte, auch wenn er ihr noch lange nicht alles erzählt hatte. Aber der Mann schien auch nicht sonderlich abgeneigt zu sein, als Jade die Initiative ergriff und ihren Platz wechselte. Sie setzte sich neben ihn und kam nah ran, fast schon frech, wie selbstbewusst sie ihn anbaggerte. Der Mann schaute sie nur an und ließ es kommentarlos zu. Sie saßen noch eine ganze Weile dort, bis das Diner letztendlich schloss. Am Auto bedankte sich der Mann fürs Essen und sagte, er würde sie zwar gern näher kennenlernen, doch sie würden sich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Jade war sichtlich geschockt und fragte warum, der Mann ging aber nicht ins Detail. Er sagte nur, er müsste zunächst sein Auto zurückbekommen und bis dahin würde er vermutlich zu einem der meistgesuchten Fahrer in Rockport werden. Außerdem habe er noch andere Angelegenheiten zu erledigen, die nicht ganz risikofrei sind. Jade erwiderte nur, dass sie doch selbst eine gesuchte Rennfahrerin ist und ihr das nichts ausmache. Doch der Mann betonte nochmals, dass es Leute gibt, die ihm nichts Gutes wollen und zu abscheulichen Taten in der Lage sind. Er möchte nicht, dass sie ins Fadenkreuz dieser Leute gerät und riet ihr sogar, das Lenkrad an den Nagel zu hängen und sich aus dieser Szene zurückzuziehen. Jade blieb hartnäckig und riet ihm doch, das Gleiche zu tun. Sie könnten zusammen den M3 zurückholen und dann aus der illegalen Szene aussteigen und der Mann unterbrach sie an der Stelle und sagte nur, er kann nicht vor seiner Vergangenheit fliehen. Dann stieg er einfach in seinen Wagen und fuhr davon. Zwischen illegalen Rennen und nächtlichen Fluchten fand Jade eine unerwartete Liebe, die sie dazu brachte, ihr Leben zu überdenken. Die Verbindung zwischen ihr und diesem Mann öffnete neue Perspektiven und ließ sie über die Konsequenzen ihrer riskanten Leidenschaft nachdenken. Schließlich traf sie die Entscheidung, aus dem gefährlichen Rennleben auszusteigen. Sie wollte eine Zukunft, die mehr bot als nur den Nervenkitzel der Geschwindigkeit. Und vor allem nach dem großen Vorfall mit der Polizei in Rockport wollte sie wirklich nicht mehr in dieser Szene unterwegs sein, denn auch nach dem Event war es in Rockport nicht mehr sicher. Die Polizei war extrem verstärkt unterwegs und Rennen waren kaum noch möglich für einen gewissen Zeitraum. Mit ihrem gewonnenen Wissen über Autos fand sie einen Job als Mechanikerin bei Izzy und begann ihre Fähigkeiten auf legale Weise zu nutzen. Sie freundeten sich sehr gut an und Izzy bot ihr an, einen Kontakt mit einem Beamten herzustellen, der auch ihr geholfen hatte, ihre Weste reinzuwaschen. Denn wer Izzys Story kennt, weiß, dass sie sich der Polizei stellte, damit sie ein ruhiges Leben führen konnte. Und das tat dann auch Jade. Einfach damit sie nicht mehr Gefahr läuft, irgendwann mal verhaftet zu werden. Während der Ereignisse in Rockport sah sie den Mann nicht wieder. Es verging einige Zeit, doch so ganz konnte sie ihn nicht vergessen. Bis sie eines Tages erfuhr, dass der M3 GTR in Olympic City in einer Werkstatt steht, in der auch ein alter Bekannter arbeitet.
Sie brach sofort auf in der Hoffnung, ihn wiederzusehen, doch als sie ankam und nach dem Wagen fragte, war dieser bereits nicht mehr vor Ort. Sie fragte Tess, ob er weiß, wo der Mann mit dem Wagen hingefahren sein könnte, doch Tess erzählte ihr, dass der Wagen von einem Polizisten abgeholt wurde. Jade begann sich zu wundern. Sie fragte, ob der Mann, der Most Wanted von Rockport, vielleicht zur Polizei übergelaufen ist. In dem Moment kam TJ in die Halle und sagte, nein, der, den du suchst, ist kein Polizist und du wirst ihn auch nicht in dieser Stadt finden. Und auch wenn du den M3 suchst und vielleicht sogar findest, wirst du ihn trotzdem nicht finden. Jade fragte TJ, ob er noch mehr weiß. Was war mit dem Mann passiert? Warum ist der M3 in Polizeihand? Doch TJ antwortete nicht darauf. Er sagte nur, lass es einfach gut sein und geh wieder nach Hause, Mädchen. Ratlos blieb ihr aber auch nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Sie hatte keine weiteren Anhaltspunkte. Der Mann schien einfach unauffindbar zu sein und so lebte sie wie gewohnt weiter, immer mit der Hoffnung, er würde eines Tages doch wieder auftauchen. Und wieder verging einige Zeit und eines schönen Tages saß Izzy, Jade und einige Freunde draußen vor der Werkstatt, waren am Grillen, als plötzlich ein sehr lautes Knallen zu hören war. Ein wohl sehr heftig getunter Wagen. Und dieser war auf direktem Weg zu der Werkstatt. Und als er um die Ecke kam, sahen sie einen orangenen Nissan Skyline mit einem auffälligen Vinyl, auf dem Eastsiders stand. Dieser Skyline gehörte einem wohl sehr bekannten Fahrer aus Olympic City. Es war Eddie. Der hatte ein Problem mit seinem Turbolader. Und ja, so genau kannten sie ihn nicht. Sie hatten mal von ihm gehört, aber naja, sie haben sich nichts draus gemacht. Sie haben ihm geholfen. Der Wagen stand also in der Werkstatt. Eddie und seine Freundin tranken dort einen Kaffee und plauderten mit Izzy. Sie sprachen ein wenig, was so in Rockport abging und auch, was mit diesem M3 vorgefallen ist. Und Eddie meinte, oh ja, dieser M3 GTR, da habe ich schon was von gehört. Ich glaube, ich kenne den Typen, der den Wagen gefahren hat. Mit dem hatte ich es in der Vergangenheit auch mal zu tun. Da wurde Jade hellhörig. Sie hatte den Turbo vom Skyline schon neu eingestellt und musste eigentlich nur noch die Werte prüfen. Aber sie gesellte sich erstmal kurz zu den anderen an den Tisch und fragte unauffällig, so gut es ging, hey Eddie, kannst du mir eventuell etwas mehr über den Kerl erzählen oder auch den M3? Ich fand diesen Wagen ziemlich spektakulär. Ne, sie tat halt so, als wäre sie mehr an dem Wagen als an dem Mann interessiert. Und Eddie erzählte ein wenig aus dem Nähkästchen. Er sagte einfach, ja, dieser Typ tauchte damals einfach aus dem Nichts auf in Olympic City. Er hatte kein Auto, kein gar nichts. Und ja, er hatte dort eine Frau kennengelernt namens Samantha, die ihm ein bisschen ausgeholfen hat und ihm ein Auto besorgt hat. Und da hat der Kerl sich einfach mal kackendreist die ganze Liste hochgearbeitet. Also er ist einer der berüchtigsten Fahrer geworden und hat selbst mir Konkurrenz gemacht und mich sogar besiegt. Und selbst meine Freundin hat er fertig gemacht mit ihrem 350Z. Aber danach ging es ihm nicht sehr gut. Er wurde ja mehr oder weniger attackiert, kann man sagen. Irgend so ein Typ aus Bayview hat ihn ja angegriffen, könnte man sagen. Auf jeden Fall wurde er in eine Falle gelockt. Irgendwem hat es scheinbar nicht gepasst, dass er so viel Erfolg in Olympic City hatte und auch so einen kräftigen Wagen mittlerweile. Und kurz darauf verließ er auch die Stadt. Was dann mit ihm passierte, weiß ich nicht ganz so genau. Ich weiß nur, dass Chad ihm irgendwann nochmal begegnet ist und er da schon diesen M3 hatte. Chad, ja, er war damals auch in meiner Crew, der hat sich natürlich wieder mit dem angelegt und gnadenlos verloren. Also dieser M3 ist schon ein ganz irres Teil. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß auch nicht, wo der Typ den Wagen her hat, weil das ist eigentlich kein Serienfahrzeug. Das ist nicht mit unseren Autos zu vergleichen. Das Ding kommt wohl direkt aus dem Rennsport und ist einfach eine monströse Maschine. Also mir fällt kein Wagen ein, mit dem man es gegen den aufnehmen kann, wenn da ein guter Fahrer hinterm Steuer sitzt. Selbst der dickste Porsche mit so und so viel Leistung schafft es nicht, weil dieser BMW einfach für Rennen gemacht ist. Nichts liegt so krass auf der Straße wie ein Rennwagen und ja, fragt mich nicht, ich weiß nicht, wo der Wagen herkommt. Ich weiß nur, dass er ziemlich bekannt ist und es mittlerweile sehr viele Replikas davon gibt, aber keiner kommt ans Original ran. Und was mit diesem Typen ist, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nie wieder gesehen und weiß auch nicht, wo der sich aufhält. Jade schaute ein bisschen traurig drein und Eddie wunderte sich so, hey, wo liegt das Problem? Aber Jade sagte einfach nichts mehr dazu und sagte, hey, ich prüfe jetzt die Werte von deinem Wagen und dann ist das Ding fertig.
Nach getaner Arbeit zog Eddie wieder ab. Izzy ging nochmal auf Jade zu und fragte, hey, du hast gerade so komisch geschaut. Was interessiert dich so sehr an dem Wagen oder an dem Mann? Gab es da irgendeinen Vorfall oder so? Aber Jade sagte, nein, ist schon okay. Hat mich nur so interessiert, weil das ja schon eine ziemlich wilde Geschichte damals war. Und dann wechselte sie auch schnell das Thema und sagte, hey, wir haben hier noch ein Kundenfahrzeug, lass uns mal um den Civic kümmern. Und ging direkt wieder an die Arbeit. Izzy wunderte sich, aber fragte auch nicht weiter nach, weil es sah wirklich schon sehr danach aus, dass Jade das Ganze ziemlich belastet. Warum auch immer. Aber Izzy war nicht der Typ, der lange nachbohrt und Menschen nervt. Sie hat es einfach auf sich beruhen lassen. Case war die Nummer 7 der Blacklist und ihr richtiger Name war Kira Nakasato. Sie wuchs in den Straßen von Seacrest County auf, einem Ort, der für seine Straßenrennen bekannt war. Schon früh entwickelte sie eine Leidenschaft für das Rasen durch die engen Straßen, ein gefährliches Hobby, das sie bald zu einer bekannten Fahrerin in der Szene machte. Sie wurde von der rauen Realität der Straße geprägt. Schule interessierte sie wenig, aber sie hatte ein untrügliches Gespür für Geschwindigkeit und einen Hang zur Rebellion. Mit 18 Jahren kaufte sie sich von dem Geld, das sie bei verschiedenen Jobs gespart hatte, einen abgenutzten Rennwagen. Von diesem Moment an war sie nicht mehr aufzuhalten. Die illegalen Straßenrennen wurden zu ihrer Spielwiese. Ihre Rennen waren berüchtigt. Sie scherte sich wenig um Regeln und Vorschriften. In ihrer Welt gab es nur eine Regel: Überlebe um jeden Preis. Sie kannte keine Angst und ihre kalkulierte Verrücktheit machte sie zu einer Legende. Die Konkurrenz fürchtete sie. Sie hatte kein Skrupel, ihre Gegner zu rammen, um an die Spitze zu gelangen. Sie liebte das Adrenalin, den Nervenkitzel des Risikos und ihr Ruf wuchs. Und bald reisten Rennfahrer aus anderen Städten an, um gegen sie anzutreten. Doch das Leben auf der Überholspur hatte auch seine Schattenseiten. Die Polizei war ihr dicht auf den Fersen und Case musste ihre Fähigkeiten ständig verbessern, um den Gesetzeshütern zu entkommen. Freunde kamen und gingen. Mit den Jahren wurde Case jedoch klar, dass dieses wilde Leben in Seacrest County nicht ewig dauern könnte. Also brach sie nach Rockport auf, um dort eine neue Karriere zu starten. Es dauerte nicht lang und sie landete auf der Blacklist, da sie mit ihrem Fahrstil immer wieder hohe Sachschäden verursachte. Nachdem sie von Razor besiegt wurde, war Case bereits mehr als wütend auf sich selbst. Ihr Ego kam damit einfach nicht zurecht. Nachdem sie dann noch von dem ursprünglichen M3-Besitzer besiegt wurde, rastete sie aus. Nach dem Rennen verursachte sie massive Sachschäden. Sie raste wie wild durch die Gegend und wurde von der Polizei gejagt. Die bekam sie aber einfach nicht, bis sich Cross einschaltete. Es dauerte nicht mehr lange und Case war gestellt. Cross verhaftete sie und ihre Karriere war fürs Erste vorbei. Vor Gericht bekam Case für all die verursachten Schäden und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 3 Jahre aufgebrummt. Nach 2 Jahren durfte sie auf Bewährung aber schon wieder raus aus dem Knast unter der Bedingung, sozialen Dienst zu absolvieren. Ihre erste Aufgabe führte sie zu einem örtlichen Altenheim, wo sie Zeit mit den Bewohnern verbringen sollte. Anfangs war sie skeptisch und fühlte sich unwohl in der ungewohnten Umgebung. Doch im Laufe der Wochen begann sie, die Geschichten und Erfahrungen der älteren Menschen zu schätzen. Sie erkannte, dass sie durch den sozialen Dienst nicht nur die Lebensqualität der Bewohner verbessern konnte, sondern auch ihre eigene Perspektive auf das Leben änderte. Sie entwickelte Empathie und Mitgefühl für die Herausforderungen, mit denen viele Menschen konfrontiert sind. Nach einiger Zeit begann sie sich auch in den Bereichen des sozialen Dienstes zu engagieren. Sie half in Suppenküchen, organisierte Spendenaktionen und unterstützte Familien in Not. Je mehr sie sich einbrachte, desto mehr spürte sie, wie sich ihr eigenes Leben zum Positiven veränderte. Sie entwickelte eine tiefere Verbindung zu ihrer Gemeinschaft und erkannte, dass wahre Erfüllung darin liegt, anderen zu helfen. Ihr Wandel war nicht nur äußerlich sichtbar, sondern auch innerlich. Die einst egozentrische Frau war zu einer fürsorglichen und mitfühlenden Person geworden. Ihre Familie und Freunde bemerkten den positiven Einfluss des sozialen Dienstes auf Case. Sie schätzten die neu gefundene Einstellung und die Bereitschaft, Zeit für andere zu opfern. Case hatte nicht nur ihre Einstellung zum Leben verändert, sondern auch ihre Gemeinschaft bereichert und dazu beigetragen, eine Atmosphäre der Solidarität und Unterstützung zu schaffen.
Aus ihr wurde also ein neuer Mensch und zu ihrem Glück hatte sie nichts mit den Leuten von früher mehr zu schaffen, wodurch sie auch nichts zu befürchten hatte. Ja, Case war die Nummer 7 der Blacklist, doch durch ihre damalig egozentrische Einstellung hatte sie halt kaum Kontakt zu anderen Blacklist-Fahrern, wodurch sie nicht in größere Schwierigkeiten geriet, wie so manch andere Blacklist-Fahrer. Genau wie Earl konnte sie ein friedliches Leben führen, nachdem sie der Szene den Rücken zugekehrt hatte. Doch so ganz hatte sie ihre Karriere als Street Racer noch nicht vergessen, denn sie hatte immer noch ihren Mercedes, der ja nicht gerade unauffällig getuned war. Und als sie einen Freund mal darüber fragte, was sie denn mit diesem Wagen vorhat, will sie ihn wirklich behalten, weil der ist ja schon sehr auffällig, sagte sie, naja, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe immer noch ein wenig Interesse am Rennenfahren an sich. Und ja, die Freunde waren schockiert und dachten, ey, ich dachte, du hast das hinter dir gelassen. Und sie sagte, ja, keine Angst, also sie möchte keine illegalen Rennen mehr fahren, aber es gab halt damals dieses Pro Street Festival. Dort werden Rennen auf komplett legale Weise gefahren und sie hat das Event damals per Fernsehen mitverfolgt, was 2007 war. Und da gab es halt diesen Typen namens Ryan Cooper, der da komplett aufgeräumt hat und sich auch dort hochgearbeitet hat und sogar den Showdown King besiegt hat. Und das brachte sie zum Nachdenken, da der Fahrstil dieses Typen ihr irgendwie bekannt vorkam. Es ähnelte dem des Typen, der sie nach Razor besiegt hatte, ziemlich. Und da dachte sie, vielleicht hat sie die Möglichkeit, dort nochmal gegen ihn anzutreten. Einer ihrer Kollegen sagte, nein, den wirst du da nicht finden. Ich verfolge das Pro Street Festival immer wieder, wenn es stattfindet. Und dieser Ryan Cooper ist wirklich nur dieses eine Mal dort aufgetaucht und danach hat man ihn auch nicht wiedergesehen. Case ließ aber nicht locker. Sie forschte also nach und schaute sich mal an, wer da damals alles so mitgefahren ist und wo kann man am besten nochmal einen Anhaltspunkt finden, um vielleicht diesem Typen auf die Spur zu kommen, denn sie hatte wirklich immer noch das Bedürfnis, ihn in einem legalen Rennen dann zu schlagen. Und einer ihrer Freunde bemerkte dies natürlich auch und er dachte, okay, dann helfe ich ihr mal, denn er kannte einen der Fahrer, der dort teilgenommen hat, das war Paul Trask. Und er hat mal mit ihm telefoniert und gefragt, was er denn so darüber weiß. Aber auch er konnte ihr keine Infos geben dazu. Er wusste nichts, er hat sie nur weitergeleitet an Ray Krieger. Der könnte eventuell was wissen. Und nach ein bisschen Nachforschung haben sie herausgefunden, dass Ray einen Shop in Rockport hatte, wo er Tuning-Teile für Autos verkauft. Und dort sind sie einfach mal hingefahren, haben ihn auch gefunden und gefragt, hey, wie war das damals, als dieser Ryan Cooper am Pro Street Festival teilgenommen hatte? Und weißt du, was mit dem passiert ist? Und Ray sagte nur, ja, keine Ahnung. Er hatte einfach auch keine Infos. Er hat nur erzählt, was damals vorgefallen war, dass der sich da hochgearbeitet hatte und auch ihn besiegt hatte im Grip-Event. Und nachdem er Rio besiegt hatte, ist er nach der Preisverleihung verschwunden. Er fragt aber auch, was wollt ihr eigentlich alle von dem? Nicht vor allzu langer Zeit kam auch ein Polizist vorbei, irgend so ein Sergeant Cross, und hat mich ausgefragt, ob da irgendwelche Infos vorhanden sind, was ich ihm dazu sagen könnte, aber dem habe ich genauso viel gesagt wie euch. Ich hatte nichts Direktes mit ihm zu tun, außer dass wir ein Rennen gegen ihn gefahren sind und mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja, nicht wesentlich schlauer sind sie dann wieder abgezogen und Case dachte sich, okay, über den Kerl findet man so gut wie keine Infos, aber ich werde trotzdem am nächsten Pro Street Festival teilnehmen. Und das tat sie dann auch. Natürlich immer mit der Hoffnung, ihn vielleicht doch anzutreffen, um dann ihre Revanche zu bekommen. Doch daraus wurde auch nichts. Sie traf ihn nicht an. Und da sie ja auch nicht zu 100% sicher sein konnte, ob es sich denn wirklich um den handelt, der damals in Rockport gegen sie gefahren ist, dachte sie, okay, dann lassen wir es gut sein. Entweder man findet ihn irgendwann mal oder hört was oder nicht. Und im Laufe der Zeit vergaß sie das Ganze einfach und lebte ein größtenteils sorgenfreies Leben. Ming war die Nummer 6 der Blacklist und sein richtiger Name war Hector Domingo, nicht Doflamingo. Er ist in Chicago aufgewachsen und lernte früh das Rennenfahren. Sein Vater war Profi-Rennfahrer, wodurch Ming schnell mit Autos in Kontakt kam. Sein Vater ging oft mit ihm auf die Kartbahn, wodurch Ming früh lernte, Rennen zu fahren. Auch lernte er dort Rapstar kennen. Die beiden freundeten sich an und sind bis heute gute Kollegen. Sie waren gleich alt und als sie endlich selbst Auto fahren konnten, dauerte es nicht lange,
bis beide mit der illegalen Szene in Kontakt kamen. Sie stachen beide als gute Fahrer heraus und lernten so einige Leute kennen. Auch merkten sie schnell, dass in dieser Szene nicht alles ganz sauber ablief. Sie waren auch ziemlich begabt darin, Informationen zu beschaffen. Irgendwann entschieden sie sich, nach Rockport aufzubrechen. Dort dauerte es nicht lange, bis sie in der Blacklist landeten. Und das lag nicht nur an ihrem Talent als Rennfahrer, sondern auch an den Informationen, die sie hatten. Immer mal wieder haben sie Rennen gegeneinander gefahren, um den Schein der Rivalität zu wahren. Sie zeigten nicht, wie gut sie eigentlich befreundet waren. Sie wussten über beinahe alles, was in Rockport los war, Bescheid. Sie hatten ein großes Informationsnetzwerk aufgebaut und viele der Rennfahrer in Rockport, die nicht in der Blacklist waren, lieferten immer wieder neue Infos, die sie aufgeschnappt hatten. Sie wussten, dass der M3-Fahrer betrogen wurde. Sie wussten, was mit Izys Bruder geschah. Sie wussten sogar, wer genau der Fahrer des Dodge Challenger war, durch welchen Izys Bruder verunfallte. Genauso war ihnen klar, dass Baron unschuldig war und waren auch schon dem Drahtzieher auf der Spur. Als Razor sich die Blacklist mit dem M3 hocharbeitete, ließen sie ihn an sich vorbeirauschen, ohne größere Probleme zu machen. Mit der Absicht, sich mit ihm gut zu stellen, um an noch mehr Infos zu kommen. Auch als der unbekannte Fahrer kam, machten sie untereinander aus, es ihm nicht leicht zu machen, ihn aber dennoch den Weg frei zu machen. Sie überlegten lange, was sie mit ihren Infos tun sollten. Einfach ignorieren oder der Polizei Tipps geben. Als es zur großen Verfolgungsjagd kam, hielten sich die beiden bedeckt und entschieden zunächst mehr Beweise zu sammeln. Webster entschied sich, in Pullman unter die Fahrer von Stake Deck zu mischen, um Infos über Darius zu sammeln. Und Ming machte sich auf die Suche nach dem Dodge Challenger und fand schnell heraus, wie der Dodge geklaut werden konnte, denn nachdem Baron verhaftet wurde, wurde natürlich auch der Challenger von der Polizei konfisziert. Nach einiger Nachforschung wusste er, der Dodge steht in Verbindung mit Darius. Aber wer hat ihn gefahren und wie konnte er der Polizei wieder abgenommen werden? Nach kurzer Zeit fand Ming heraus, dass ein ehemaliger Blacklist-Fahrer angeheuert wurde, um den Dodge wieder zu beschaffen. Es war Vic. Für eine 5-stellige Summe kehrte er nach Rockport zurück und holte, wie damals sein S2000 in Bayview, auch den Dodge in Rockport wieder zurück. Ming setzte sich mit Vic in Kontakt und fragte nach Details. Vic weigerte sich zunächst aber, doch als Ming über sein Garagenversteck in Rockport erzählte, wo er sich während der großen Jagd versteckte und dann auch noch mit seinem aktuellen Wohnort anfing, wusste Vic, dass Ming genug weiß, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Unter der Bedingung, dass Ming dicht hält und ihn nicht weiter in die Sache verwickelt, erzählte Vic, wo er den Dodge abgestellt hatte und dass er noch dort sein könnte, da sein Auftraggeber erwähnte, der Wagen würde nach einiger Zeit dort abgeholt werden. Ming machte sich also mit einem weniger auffälligen Wagen nach Palm City auf und tatsächlich, er fand den Dodge im Industriegebiet. Er lauerte einige Tage in der Gegend darauf, dass etwas passiert, bis ein Streifenwagen beim Dodge hielt. Er erkannte direkt den Officer. Es war Mercer, aber natürlich jünger, als wir ihn heute kennen. Als sich die zweite Person umdrehte, erkannte er auch diese. Es war Caleb, ein ungemütlicher Zeitgenosse aus Bayview. Ming kannte die Story zwischen ihm und dem unbekannten M3-Fahrer. Und Mercer war ihm ebenfalls bekannt, da Ming und Webster nahezu alles wussten, was bei der Polizei in sämtlichen Städten abging. Denn sie hatten einige erfahrene Hacker in ihren Reihen. Caleb stieg in den Dodge und fuhr davon. Kurz darauf meldete sich Webster bei Ming und berichtete ihm, was er über Darius herausfand. Das erfahrt ihr aber erst in Websters Story. Ming orderte einige seiner Rennfahrerkollegen nach Palm City mit der Aufgabe, sich unter die Street-Racing-Szene zu mischen und ein besonderes Auge auf die Polizeiaktivitäten zu haben. Zurück in Rockport fügten sie die Puzzleteile anhand ihrer neu gewonnenen Infos zusammen. Und schnell wurde klar, Baron war unschuldig und der Fahrer, der gegen Izzy antrat und letztendlich von ihrem Bruder verfolgt wurde, der dabei verunfallte, war Caleb. Und auch was Darius damit zu tun hatte, konnten sie herausfinden. Ebenfalls spielte Razor eine Rolle in der ganzen Situation. Sie merkten schnell, dass sie da in eine gewaltige Story getappt sind, in der viele Blacklist-Fahrer und Crews aus Pullman verwickelt waren. Webster sagte, sie sollten einiges aufklären und der Polizei melden, was die Sache mit dem Dodge angeht. Was Darius angeht, sollten sie zunächst noch abwarten und Beweise finden, bevor sie riskieren, in sein Fadenkreuz zu geraten. Ming stimmte zu und rief Cross an. Er sagte ihm, er hat Infos zum Dodge und wer für den Tod des jungen Mannes in den Canyons von Pullman verantwortlich ist.
Diese Info wäre gratis, um Vertrauen aufzubauen. Doch Cross wollte wissen, wer er ist und woher er überhaupt seine Nummer hat. Ming ging nicht darauf ein und sagte, er habe sogar noch mehr interessante Infos über einige Vorgänge in Rockport und anderen Städten, die sogar Cross selbst betreffen, und dass er sie preisgibt, wenn Cross dafür sorgt, dass einige Kopfgelder endgültig aufgehoben werden, die auf manchen Fahrern lasten, die er dann nennen würde, wenn die Zeit gekommen ist. Zunächst sollte er sich aber darum kümmern, die Sache mit dem Dodge Challenger aufzuklären. Cross sagte, na gut, wenn es sich bewahrheitet, was du mir hier erzählst, werde ich diesen Deal in Betracht ziehen. Ming erzählte Cross also, dass es Caleb war, der eigentliche Fahrer des Challenger war. Er verübte Anschläge auf Rennfahrer und darunter auch auf den unbekannten M3-Fahrer oder wie zuletzt bei Izzy, wobei ihr kleiner Bruder starb. Auch ließ er Cross Beweisaufnahmen zukommen, in denen man sehen konnte, wie der Dodge von Caleb abgeholt wurde. Was Mercer angeht, sagte Ming, Cross sollte in der Hinsicht noch nicht aktiv werden. Er würde ihm später mehr Infos zukommen lassen, doch würde es zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Nachteil für Cross sein, wenn er sich dort einmischt. Cross ahnte bereits, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, doch kümmerte er sich zunächst einmal um Caleb. Da auf Caleb sowieso schon ein Kopfgeld ausgesetzt war, konnte er als Kopfgeldjäger Jagd auf ihn machen. Doch wie es weitergeht, erfahren wir in späteren Stories. Webster war die Nummer 5 der Blacklist und gehörte somit in die Top 5 der meistgesuchten. Sein richtiger Name war Wes Allen und er wuchs wie Ming in Chicago auf. Sein Vater war ein erfolgreicher Autohändler, der mit eher exotischen Autos handelte, während seine Mutter als Anwältin arbeitete. Wes besuchte mit seinem Vater oft die Kartbahn und lernte dort Ming kennen, so wie wir es schon in Mings Story erfuhren. Die beiden freundeten sich an und wurden zu sehr guten Fahrern. In Mings Story erfuhren wir, dass es nicht lange dauerte, bis sie in der illegalen Szene landeten, nachdem sie endlich selbst Auto fahren konnten. Doch wo sie ihre Autos herbekamen, erwähnte ich noch nicht. Man kann es sich eigentlich denken, dadurch, dass Websters Vater mit exotischen Autos handelte, bekamen die beiden für einen Spottpreis ihre Wagen. Ming bekam seinen Lamborghini Gallardo und Webster seine Corvette C6. Ming war eher der dezente Typ und verpasste seinem Wagen nur eine neue Lackierung sowie einige Leistungsupgrades. Webster dagegen baute seine C6 völlig um und verlieh ihr eine einzigartige Optik. Nur sah sie leider von innen eher aus wie eine Regentonne, da Webster eher der unordentliche Typ war. Wie du aus Mings Story weißt, hielten die beiden immer zusammen, waren gut darin, Infos zu beschaffen und mischten auch in Rockport ordentlich mit. Du solltest unbedingt Mings Story schauen, um mehr zu erfahren, falls du sie noch nicht gesehen hast, denn wir springen nun zu dem Punkt, an dem Ming und Webster sich aufteilen, um Infos zu beschaffen. Webster brach also auf nach Pullman, um sich unter die Crew von Darius zu mischen. Das Ganze spielte sich ab, als der M3-Fahrer gerade in Pullman ankam und von Nikki und ihren Kollegen in die Szene eingeführt wurde. Also noch kurz bevor der Fahrer begann, die Territorien der anderen Crews einzunehmen. Webster besiegte gezielt Fahrer von Stake Deck, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einigen Siegen ging er auf die Crewmember zu und sagte, es ist doch blöd, wenn ich euch ständig fertig mache. Ich bin allein in der Stadt, wie wäre es, wenn ich mich euch anschließe und für euch fahre? Euer Stil gefällt mir. Einer der etwas höherrangigen Fahrer der Crew zeigte sich nicht abgeneigt und sagte, okay, wir wissen, was du drauf hast, aber das muss vom Boss abgesegnet werden. Nach kurzer Zeit kam dann ein Treffen mit Darius in einer der Werkstätten der Stake Deck Crew zustande und er kam schnell zur Sache. Okay, wo ist euer Fahrer? Ich habe nicht viel Zeit. Da sah er auch schon Webster und ging direkt auf ihn zu. So, Webster also, was machst du denn hier in Pullman, ne? Webster war überrascht. Du kennst mich? Und Darius sagte natürlich, wer kennt dich hier bitte nicht? Du warst zuletzt in der Top 5 der Rockport Blacklist und davor sogar der zweitmeistgesuchte, bevor dieser Razor mit seinen Leuten auftauchte. Und genau deswegen frage ich mich, was eine so große Nummer dazu bringt, in Pullman aufzutauchen, mit der Idee, sich meiner Crew anzuschließen. Webster stellte keine doofen Fragen und antwortete schnell und selbstbewusst, naja, da du so gut informiert bist, weißt du sicher auch, was gerade in Rockport abgeht. Dort kann man aktuell nicht mal in einen Baum pissen, ohne dass es die Polizei mitbekommt. Ich liebe mein Auto und mein Auto liebt die Straße, also bin ich auf der Suche nach einem Neuanfang und da du hier als schnellster Fahrer bekannt bist, dachte ich mir, es wäre nur gerecht, deiner Crew beizutreten. Oder glaubst du, ich würde mich mit meinem Talent mit einer dieser anderen drittklassigen Crews hier in Pullman zufrieden geben?
Mit diesen Worten hatte er Darius schnell überzeugt. Webster erweckte den Eindruck bei Darius, er würde zu ihm aufsehen. Und Darius mochte Schmeicheleien dieser Art. Darius stimmte letztendlich zu und sagte, Webster solle seine Gebiete verteidigen, falls es jemand wagt, dort Ansprüche zu erheben. Und er solle diesen einen Typen nicht in die Quere kommen, der gerade die anderen Crews für ihn fertig macht. Webster warf ein, oh, du meinst den Most Wanted von Rockport? Darius schaute verdutzt und Webster sprach weiter. Ja, ich kenne diesen Typen, er hat die Szene in Rockport ganz schön aufgemischt. Ich frage mich nur, wo sein Auto abgeblieben ist, für den er sich in Rockport so sehr den Hintern aufgerissen hat. Darius sagte, ja, ich kenne seine Vorgeschichte, er hatte Schwierigkeiten, also habe ich ihn bei mir aufgenommen. Webster sagte, verstehe, sehr nett von dir, aber okay, sag mal, was zum Teufel ist das bitte für eine Monstrosität von Auto? Webster sprach Darius auf sein Audi an. Kann ich ihn mir mal ansehen? Ich bin mit exotischen Autos aufgewachsen, aber so ein Teil habe ich noch nicht gesehen. Und dann auch noch von Audi? Und Darius antwortete, klar, hier, die Schlüssel, schau ihn dir ruhig an, aber fahren darfst du ihn nicht. Es ist ein Audi Le Mans, ein Prototyp, der irgendwann als R8 in den Verkauf gehen soll. War nicht leicht da ranzukommen. Webster zeigte sich fasziniert wie ein Kind und begutachtete den Audi. Als er drin saß, laberte er wie ein Wasserfall weiter, wie toll der Wagen ist und nahm das Cockpit genau unter die Lupe, als suche er nach etwas und warf das Radio an und setzte dann zu einem Schachzug an, denn er hatte etwas geplant. Yo Darius, vor lauter Freude trocknet mir der Hals weg wie Dörrfleisch. Gibt's hier zufällig etwas zu trinken? Darius sagte, na klar, okay, meinetwegen, Moment, und ging zu einem Kühlschrank, um Wasser zu holen. In dem Moment öffnete Webster gekonnt einen Teil der Verkleidung am Cockpit und platzierte eine Abhörwanze. In nur wenigen Sekunden war dies erledigt und er stieg aus. Darius kam wieder und gab ihm sein Wasser und sagte, also dann, ich habe noch einiges zu tun, ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Danach musste Webster nur noch fleißig die Gespräche abhören, die Darius in seinem Wagen tätigte. Natürlich bekam er nicht alles mit, da eben nur im Audi eine Wanze war, doch da Darius immer sehr viel unterwegs war, konnte er einige wichtige Dinge aufschnappen. In einem von Darius' Telefonaten ging es um einen Dodge, der in Palm City abgeholt werden sollte. Webster vermutete schnell, es könnte sich um den Dodge handeln, der in Rockport für Unruhen sorgte. Aber es ging auch oft um andere Autos, die besorgt und verschifft werden sollten. Und die Polizei in Palm City schien dabei mitzuspielen. Es schien, als wäre Darius in einer Art Autoschieber-Szene aktiv und die Polizei von Palm City würde dabei eine Rolle spielen. Webster fuhr noch einige Rennen in Palmont für Darius, um den Schein aufrechtzuerhalten und fand in einem Gespräch mit den anderen Crewmembern heraus, dass diese hin und wieder auch fremde Autos ausliefern müssen. Webster war sich ziemlich sicher, dass er es hier mit Autoschiebern zu tun hatte. In einem weiteren abgehörten Gespräch von Darius ging es dann aber noch um etwas anderes. Darius erkundigte sich bei einem für Webster noch unbekannten Typen, ob er den Wagen aus Palm City abgeholt hätte und dass er dann ein neues Ziel für ihn hat. Darius erzählte dem Mann am Telefon, dass sein alter Rivale aus Bayview gerade die ganzen Gebiete der anderen Crews einnimmt und er damit rechnet, dass er auch vor seinem Gebiet keinen Halt machen wird, obwohl er eigentlich für ihn fährt. Deswegen soll er mit dem Dodge nach Palmont aufbrechen und ihn ausschalten, selbst wenn es dabei den Dodge schrottet. Der Fahrer soll ein für alle Mal ausgeschaltet werden. Oder um es ganz klar auszudrücken, der Fahrer soll sterben. Webster war geschockt und brach an diesem Punkt auf, nachdem er Ming nach einem Anruf ein Update gab. Doch musste er sich erstmal noch etwas einfallen lassen, um sein Verschwinden zu erklären, damit Darius keinen Verdacht schöpft. Er rief Darius an und sagte, Yo Darius, du hast doch eine Vorliebe für besondere Autos. Ich habe da Infos über einen Prototypen, an dem Nissan arbeitet, welcher der Nachfolger vom Nissan Skyline R34 werden soll. Wie dein Audi Le Mans scheint es. Ein wahres Monstrum zu sein und mein Vater scheint demnächst ein Meeting zu haben, wo einer dieser Prototypen steht. Vielleicht kriege ich da was zustande. Darius sagte, Webster, du beeindruckst mich. Dann mach dich mal auf und lass mir Bilder und Daten zukommen, sobald es geht. Das klingt sehr interessant. Webster hatte Darius also in der Tasche und machte sich somit nach Rockport auf. Zurück in Rockport glichen Ming und Webster ihre Infos ab und klar war schnell, bei dem Typen am Telefon, mit dem Darius sprach, handelte es sich um Caleb. Und er war 100%ig der Fahrer des Dodge Challenger. Außerdem sah es danach aus, als würde Darius Geschäfte
mit dem Polizeibeamten Mercer in Palm City machen. Wie wir aus Minks Story wissen, entschieden sich die beiden, einige Infos mit Cross zu teilen. Mink telefonierte also mit Cross und klärte ihn über Caleb auf. Und auch, dass Caleb darauf angesetzt wurde, den Most Wanted auszuschalten, was in Minks Story noch nicht erwähnt wurde. Cross sagte, okay, Darius hat also seinen Hund auf den Fahrer angesetzt. Mink war überrascht und fragte, Sie wissen über Darius Bescheid? Cross sagte, ja, ich habe mit ihm zu tun und habe durch das Verhör von Clarence Callahan einige interessante Dinge über ihn erfahren, bevor ich suspendiert wurde. Die Sache ist die, ich habe bereits einen Plan, was Darius angeht. Doch kann ich diesen nicht mehr umsetzen, wenn ich mich jetzt um Caleb kümmere. Alles würde auffliegen und Darius wäre gewarnt. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn du dich mit Webster um Caleb kümmern könntest. Mink war erschrocken. Cross sollte doch gar nicht wissen, mit wem er spricht, und fragte direkt, woher er es weiß. Cross sagte, naja, du hast es mir ja gerade bestätigt. Ich hatte da nur so eine Vermutung. Mink war ins Fettnäpfchen getreten. Doch Cross sagte auch, er soll sich keinen Kopf machen, er wird sie nicht jagen und auch nicht an die Polizei ausliefern, wenn sie bei seinem Plan mitspielen. Cross hatte also die Karten zu seinen Gunsten gewendet und Mink war einfach nur beeindruckt, aber auch nervös, dass Cross so einen scharfen Verstand an den Tag legte. Cross sagte, also gut, so läuft's ab. Wenn Caleb den Fahrer erwischt, ist auch mein Plan zum Scheitern verurteilt. Zwar hat der Typ mir mächtig Ärger gemacht, aber sowas hat auch er nicht verdient. Ihr werdet dafür sorgen, dass dieser Caleb von der Straße verschwindet, ohne dass Darius oder der Most Wanted mitbekommt, dass ihr dafür verantwortlich seid. Ich kümmere mich um den Rest, was Darius angeht, wenn die Sache durch ist. Ihr haltet euch ab diesem Punkt dann raus. Verstanden? Mink stimmte zu und sagte, okay, wir werden uns etwas einfallen lassen, um Caleb aus dem Weg zu räumen. Doch ich habe da noch eine Frage. Was passiert mit Baron? Ihnen sollte auch klar sein, dass er unschuldig ist nach allem, was Sie jetzt wissen. Cross sagte, er kann nichts für Baron tun, solange er suspendiert ist. Im Moment ist ihm nur erlaubt, als Kopfgeldjäger die Polizei zu unterstützen. Wenn aber alles glatt läuft und er seinen Job bei der Polizei zurückerhält, wird er dafür sorgen, dass Baron freikommt. Und was ist mit Izzy? Fragte Mink. Sie hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Immerhin hat sie ihren Bruder durch Caleb und Darius verloren. Cross begann zu lachen. Sag mal, Mink, hast du irgendwie einen Robin Hood-Komplex oder so? Du machst dir Gedanken über Leute, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Aber was soll's? Irgendwo ist es ja auch eine gute Charaktereigenschaft, auch wenn du nur ein Street Racer bist. Im Gegensatz zu euch hat sie sich nach der Nummer in Rockport gestellt und führt nun ein ruhigeres Leben, wenn auch auf Bewährung. Ich werde Izzy aufklären, sobald alles vorüber ist. Wenn wir es jetzt tun, könnte sie mit einer Kurzschlussreaktion den Plan gefährden und sich selbst auch in Gefahr bringen. Und jetzt nochmal zu eurer Aufgabe. Die Daten, die ich über diesen Dodge habe, lassen mich darauf schließen, dass ihr vermutlich nicht mit ihm mithalten könntet, wenn er versucht zu flüchten. Ihr seid zwar ausgezeichnete Fahrer und eure Autos sind relativ schnell, doch wird es nicht reichen, um mit dem Wagen mithalten zu können. Ihr solltet also in Erwägung ziehen, den ehemaligen Most Wanted auf eure Seite zu ziehen, der hier das Sagen hatte, bevor Razor mit dem M3 auftauchte. Mink sagte, meinst du etwa Cross? Ja, genau, den meine ich. Er ist immer noch auf freiem Fuß. Dann beendeten sie ihr Gespräch. Mink klärte Webster auf und sie machten sich für ihre Mission bereit. Findet den ehemaligen Most Wanted und schaltet Caleb aus, bevor er den M3-Fahrer erwischt. Im Eifer bemerkten unsere zwei Superspitzel allerdings nicht, dass sie selbst beobachtet und ausgehorcht wurden. Doch war es keine feindlich gesinnte Person, sondern eine junge Dame, die sich draußen unter einem offenen Fenster vor Mink und Websters Versteck versteckte und die sehr an der Geschichte interessiert war. JV war die Nummer 4 der Blacklist und sein richtiger Name ist Joe Vega. Er wurde in Lakeshore geboren und wuchs dort auf. Er lebte zusammen mit seiner Tante und verbrachte viel Zeit vor der Konsole, für die seine Tante hart arbeitete, um ihm diesen kleinen Luxus zu ermöglichen. Warum er bei seiner Tante aufwuchs und was mit seinen Eltern war, ist nicht bekannt. Er fing schon früh an, selbstständig zu arbeiten und erledigte kleinere Arbeiten überall in der Nachbarschaft. Mit 17 kaufte er sich von seinem angesparten Geld sein erstes Auto und landete durch Eddie, den er schon in der Grundschule kennenlernte, bei der illegalen Rennszene. Allerdings konnte er mit seinem Wagen nicht viel reißen und fuhr deswegen nur sehr selten Rennen.
Er machte seinen Schulabschluss und überlegte dann, wie es nun weitergehen soll, bis ihn Eddie besuchte, um ihn mit auf einen Trip nach Olympic City zu nehmen. Dort fuhren sie zu einer Garage und JV sah, was Eddie sich angeschafft hatte. Ein völlig umgebauter Nissan Skyline R34. Eddies Freundin Melissa war gerade dabei, den Wagen zu folieren und Eddie sagte, damit werde ich Olympic City aufmischen. JV war begeistert und fasziniert und Eddie meinte, yo JV, warum fährst du nicht ein paar Rennen? Machst etwas Geld und holst dir einen ordentlichen Wagen. JV meinte nur, er hätte mit seiner Gurke ohnehin kaum eine Chance. Daraufhin sagte Melissa, es gäbe doch morgen ein großes Rennen, wo es um Papiere geht. Mach doch dort mit. Hier, nimm meinen Wagen. JV fragte, ob sie wirklich sicher ist. Immerhin wäre ihr Wagen weg, wenn er verliert. Aber Eddie ging auch dazwischen und sagte nur, du packst das schon. Und falls du doch nicht gewinnst, haben wir ja immer noch ihr 350Z, an dem wir arbeiten. Also fuhr JV das Rennen und gewann sogar. Nun hatte er 3 hochgetunte Autos, doch nutzte er keines davon. Er verkaufte sie, um sich seinen Traumwagen zu kaufen. Eine Viper SRT 10, welche er auch gleich umbaute und ihr ein einzigartiges Design verpasste. Kurz darauf verabschiedete sich JV von Eddie und Melissa, weil er durchs Land reisen wollte, um neue Gegner zu finden. Er wurde schnell sehr bekannt und galt als einer der besten Fahrer überhaupt. Irgendwann landete er auch in Rockport, wo er dann eine lange Zeit blieb. Er landete auf der Blacklist und war nach einer Weile der Most Wanted von Rockport. Er verblieb an der Spitze, da niemand mit seinem Wagen mithalten konnte, bis eines Tages Razor mit dem M3 GTR kam. Nach einem knappen Rennen verlor JV zum ersten Mal in Rockport und war nicht mehr die Nummer 1. Auch Bull schaffte es, ihn mit seinem besonderen Mercedes zu besiegen. Ronnie ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten und JV war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich demotiviert. Doch wusste er aber auch, dass diese Typen nicht ganz ohne sind und dass der M3 auch nicht wirklich Razor gehörte. Denn durch JVs Beliebtheit wusste er so einige Dinge, da er viele Kontakte hatte. JV lehnte sich also zurück und sah zu, wie sich der eigentliche M3-Besitzer die Blacklist hocharbeitete, bis er bei ihm ankam. JV beschloss, den Fahrer weiterzulassen, selbst wenn er gewinnen würde. Aber am Ende verlor er auch dieses Rennen. Er war beeindruckt vom Fahrer, sie unterhielten sich auch mal und JV erfuhr, wie Razor ihm den BMW abnahm. JV zog sich erstmal zurück, während das Finale zwischen Razor und dem anderen Fahrer im Gange war. Er verbrachte die meiste Zeit in Nachtclubs, bis eines Tages Ming und Webster auf ihn zukamen. Sie sprachen ihn direkt darauf an, dass sie seine Hilfe gebrauchen könnten und sie erklärten ihm, was los war. Dazu solltet ihr Mings und Websters Story schauen, um mehr darüber zu erfahren. Während des Gesprächs setzte sich einfach eine Frau mit an den Tisch. Es war Mia, die Frau, die dem M3-Fahrer damals geholfen hatte, sich an die Spitze der Blacklist zu arbeiten. Die Jungs waren überrascht und Webster ließ schnell einen Spruch. Wow, also ich sitze hier in einem Club voller hübscher Frauen, aber dass ich heute von dir abgeschleppt werde, hätte ich nicht erwartet. Mir sagte nur, beruhigt euch, ich bin nicht hier, um euch zu verhaften. Cross hat mich eingeschaltet, um euch zu helfen. Ich weiß so ziemlich alles. JV begann zu schmunzeln. Das wird ja langsam ganz schön bunt hier. Ihr wollt also einen Typ namens Caleb ausschalten, der im Auftrag von diesem Darius auf den Most Wanted angesetzt ist. Warum aber genau braucht er jetzt meine Hilfe? Ming sagte, Webster und mein Auto sind zwar schnell, aber der Dodge scheint ungewöhnlich viel Power zu haben und dein Wagen ist der einzige, der uns einfällt, der mit ihm mithalten könnte. Noch dazu bist du der beste Fahrer der Stadt, der noch nicht verhaftet wurde oder abgehauen ist. Mia unterbrach plötzlich. Dein Auto, Ming? Soviel ich weiß, ist er seit einiger Zeit als gestohlen gemeldet und Cross hatte dich deswegen schon länger im Auge. Alle starrten Ming-Fragen dann, doch der meinte, das kann nicht stimmen. Er bekam genau wie Webster sein Gallardo von Websters Vater. Und Webster sagte auch, ja das stimmt, mein Vater handelt mit exotischen Autos und mit geklauten hat er nichts am Hut, soviel ich weiß. Mia sagte, wir haben einige Daten über den Wagen und er wurde von einem reichen Kerl als gestohlen gemeldet. Und wie es der Zufall so will, scheint dieser Mann wohl der Vater von Baron zu sein, einem alten Bekannten von euch. Ming und Webster waren überrascht, aber konnten sich die Sache nicht erklären. Webster fragte, was das Ganze bedeutet. Wird sein Vater nun verhaftet? Aber Mia sagte nein. Fürs Erste ist Caleb wichtiger, aber früher oder später wird da noch Ärger auf ihn zukommen. JV sprach dazwischen, ja interessant, jetzt weiß ich wenigstens, wo das Gerücht herkommt, dass du deinen Wagen von irgendeinem superreichen Typen hast, Ming. Aber kommen wir mal zurück zu dem Thema, dass ich euch helfen soll. Was genau springt denn für mich dabei raus, wenn ich es tue?
Ming erklärte ihm, dass er einen Deal mit Cross hat und dass das Kopfgeld aller Fahrer, die er ihm nennen wird, aufgehoben werden soll. JV sagt, okay, das klingt ja eigentlich ganz gut, dann könnte ich mich endlich wieder voll und ganz frei bewegen. Mia sagte, okay, wenn das soweit geklärt wäre, sollten wir den Plan besprechen und uns vorbereiten. Ich werde ein Zeitfenster öffnen, in dem die Polizei abgelenkt ist. Wenn JV Caleb irgendwie ausgebremst hat, kommen Webster und Ming ins Spiel, um ihn einzukesseln. Ihr müsst aber sehr vorsichtig sein, denn Caleb könnte bewaffnet sein und der Typ hat keinerlei Gewissen. Er würde ohne Rücksicht schießen. Wenn ihr ihn fahrunfähig gemacht habt, wird ein alter Kollege von mir dazustoßen, um ihn zu verhaften. Dann solltet ihr so schnell wie möglich vom Radar verschwinden. JV meinte, das klingt ja fast wie in einem Film, aber woher wissen wir, wann und wo wir Caleb finden? Mia meinte, sie hat ihre Quellen. Sie machte ein Handzeichen und 3 Männer kamen dazu. Es waren Rock, Ronnie und Bull. Und wieder waren die Jungs erstaunt. Wo kommen die denn her? Zunächst einmal hat sich Rock vorgestellt und sich erklärt. Rock war jemand, der sehr viel über die Blacklist wusste und damals bei der Rockport PD arbeitete. Genau wie Cross war er ein Sergeant, aber aufgrund bestimmter Ereignisse musste er diesen Job aufgeben und hatte von da an nur noch Informationen gesammelt, bis dann diese Situation mit dem M3-Fahrer entstand, wo er sich irgendwie dazu berufen fühlte, diesem unter die Arme zu greifen, um ihm sein M3 wieder zu beschaffen. JV ging dazwischen und sagte, das Ganze ist ja ziemlich abgefahren hier, aber mir brennt jetzt hier was auf der Zunge. Und zwar, was ist eigentlich mit euch beiden hier, Ronnie und Bull? Erstens dachte ich, ihr wurdet verhaftet. Zweitens gehört ihr doch eigentlich zu Razor. Ihr habt mir und den anderen damals Schwierigkeiten gemacht und jetzt sitzt ihr hier. Also warum genau seid ihr hier? Ronnie war die Nummer 3 der Blacklist und einer von Razors engsten Vertrauten. Sein richtiger Name ist Ronald McGregor und er wuchs in Los Angeles auf. Ronnie war schon als Kind eher ungehorsam und hatte nur Unsinn im Kopf. Er sorgte immer wieder für Ärger in der Schule und mit fortschreitendem Alter fuhr er schon mit 15 sein erstes illegales Rennen im Auto seiner Eltern. Obwohl er so ein Wildfang war, hielten seine Eltern stets zu ihm und verhätschelten ihn. Doch wurde aus ihm nie eine ungezogene Göre, wie man vermuten würde. Als er 17 war, kaufte er sich sein erstes Auto, ein Toyota Supra. Seine Eltern meldeten ihn auf einer Rennfahrerschule an, da sie selbst große Rennsportfans waren und davon träumten, dass ihr Sohn eine große Karriere als Rennfahrer hinlegt. Doch beinahe unausweichlich kam Ronnie auch mit der illegalen Seite des Rennfahrens in Kontakt. Und dort gefiel es ihm deutlich besser. Er rutschte immer weiter in die illegale Szene hinein, bis er eines Tages Razor kennenlernte. Beide waren noch No-Names in der Szene, doch sie verstanden sich gut und fuhren fortan gemeinsam Rennen und bauten sich etwas auf. Irgendwann machten sie sich nach Rockport auf und lernten dort auch Bull kennen. Von nun an waren sie zu dritt und versuchten sich in Rockport einen Namen zu machen. Doch schaffte es anfangs nur Razor auf die Blacklist. Eines Tages begegnete Ronnie einem neuen Fahrer in der Stadt, der einen M3 GTR fuhr. Ronnie forderte diesen direkt zu einem Rennen heraus und verlor dieses. Daraufhin forderte Razor den Fahrer heraus, doch hatte er Ronnie darauf angesetzt, den M3 zu manipulieren. Einen Abend vor dem Rennen schlich sich Ronnie zum Hotel, wo der M3 stand, und löste die Ölablassschraube des Wagens. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Was daraufhin geschah, wissen die meisten, aber wir werden in einer anderen Story weiter darauf eingehen. Hier geht es erstmal nur so um Ronnie. Also nachdem Razor den M3 hatte, schossen die drei die Blacklist hoch. Ronnie trennte sich von seiner Supra und hatte von nun an einen Aston Martin DB9, sponsort bei Papa. Am Ende landete Ronnie auf Platz 3 der Blacklist. Als es zur Großverfolgungsjagd kam, war auch Ronnie auf der Flucht. Doch Ronnie schaffte es einfach nicht, die Polizei loszuwerden. Er floh schon ganze 40 Minuten, als der Motor seines DB9 durch die Dauerbelastung den Dienst aufgab, und als er langsamer wurde, krachte ihm ein Polizei-SUV rein. Der Wagen war am Ende. Ronnie flüchtete zu Fuß, er war ziemlich flott zu Fuß, aber egal über wie viele Gartenzäune er auch sprang, die Polizei war einfach überall. Doch dann hörte er einen Sound, der ihm sehr bekannt vorkam.
Er rannte zur Straße und sah Bull von weitem anfahren. Er machte sich bemerkbar und Bull sammelte Ronnie schnell ein. Irgendwann schaffte es Bull, die Polizei abzuhängen, da es irgendwie weniger wurden. Scheinbar gab es einen Unfall an einer alten Brücke, wo einige Einsatzwagen abgestürzt waren, weshalb dort Verstärkung gebraucht wurde. Angekommen in einem Versteck fragte Ronnie, ob Bull was von Razor weiß. Aber Bull sagte nein, er weiß nicht mehr als er, aber wie es aussieht, hatte Razor keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Er ist mit Sicherheit eingebuchtet, aber er rief mir was zu, als die Polizei angefahren kam und ich an ihm vorbeifuhr. Er hat wohl irgendwas in mein Handschuhfach gesteckt. Ronnie fragte, was es ist. Bull sagte, es sind Infos über diesen Typen aus Pullman. Ziemlich wilder Shit. Wir sollten zunächst ein Weilchen warten, bis sich die Lage beruhigt und dann die richtigen Leute aufsuchen. Ronnie sagte, ich werde dem Ganzen den Rücken kehren. Ich habe keine Lust mehr. Wenn diese Sache erledigt ist, verziehe ich mich aus Rockport. Das Ganze ist viel zu abgefahren. Es hat viel zu krasse Züge angenommen. Tote Rennfahrer, gestohlene Autos, Auftragskiller und Razor ist im Knast. Ich frage mich, warum er uns diese Dinge nie anvertraut hat. Mit dem Typen aus Pullman. Nach einer Weile kam es dann zum Treffen mit JV, Ming, Webster und Mia, von dem ihr in der vorherigen Story bereits gehört habt. Doch was dort noch besprochen wurde, erfahrt ihr in einer kommenden Story. Denn Ronnie verließ danach die Stadt. Er mischte sich nicht weiter in die Situation ein. Es schien, als hätte er innerlich aufgegeben. Sein bester Freund war im Knast und sein bisheriges Leben in Rockport hat sich in kürzester Zeit in Luft aufgelöst. Mit seiner eingestaubten Supra machte sich Ronnie auf eine Reise ohne festes Ziel. 2013 tauchte er bei einem Festival auf, bei dem er als Kommentator zu hören war, aber auch selbst Rennen fuhr. Danach wurde es wieder still um Ronnie. 2020 wurde er aber wieder aktiv. Man sah ihn in Palm City Rennen fahren und er schien auf der Suche nach einem Auto zu sein. Oder jegliche Info, die er zu diesem Wagen bekommen konnte. Es schien, als würde er für Razor Infos sammeln. Man munkelt auch, er hätte mittlerweile eine ganze Kette an kleinen Geschäften mit dem Namen Ronnie Was Here. Doch bestätigt ist das nicht. Wir wissen nur, dass er mit Razor in Kontakt stand, doch ob es dabei um was Spezielles ging, ist nicht bekannt. Und genauso schnell wie er dort auftauchte, verschwand er auch wieder und von da an hörte man bis heute erstmal nichts mehr von Ronnie. Ich hab ihn. Bull war die Nummer 2 der Blacklist und sein richtiger Name ist Toru Sato. Er ist der einzige Blacklist-Fahrer, über den fast nichts bekannt ist. Weder über seinen Geburtsort noch seine Familie gibt es irgendwelche Infos. Auch wie er an sein Auto, den Mercedes SLR McLaren, kam, ist unklar. Es war ein Biest mit einem 5,4 Liter Motor mit 460 bis 500 kW, welches auf 3.500 Exemplare limitiert war, wovon 2.157 ausgeliefert wurden. Schon vor Razor hätte Bull es mindestens in die Top 3 der Blacklist schaffen können, doch hatte er diesen Schritt nie unternommen. Bis Razor mit Ronnie in der Stadt auftauchte und Bull sich ihnen anschloss. Bull schien eine Menge Geld zu besitzen, denn wie gesagt, so ein Auto ist nichts, was man sich mal ebenso kaufen kann. Und dazu kommt, dass er ihn aufwendig umgebaut hat, was bei so einem seltenen Auto nicht allzu leicht ist. Gerüchten zufolge waren in Bulls Wagen sogenannte Junkman-Teile verbaut, welche man nur bei TJ in Olympic City bestellen konnte. Doch eine direkte Verbindung zwischen Bull und TJ konnte ebenfalls nie nachgewiesen werden. Razor meinte immer, er hätte Bull unter Kontrolle. Doch ob das so stimmt, ist fraglich, denn Bull hatte von Anfang an die bessere Karre. Razors Mustang hätte nie eine Chance gegen Bulls Benz gehabt. Aber sie sind auch nie ein Rennen gegeneinander gefahren. Erst als Razor den M3 GTR hatte, war er Bull überlegen. Bull war auch derjenige, der Ronnie begleitete, als dieser den M3 sabotierte, damit Razor gewinnen kann. Obwohl Bull immer eher den Eindruck machte, als sei er einer dieser typischen Straßenraudis, der sich selbst überschätzt und gerne über andere lacht, war er doch ein ziemlich raffinierter Kerl. Er ließ sich kaum etwas entgehen, was in Rockport passierte. Genau wie Ming und Webster hatte er seine Augen und Ohren überall. Doch nutzte er diese Infos nicht direkt zu seinem Vorteil. Selbst Razor erzählte er nicht allzu viel von dem, was er mitbekam. Als der originale BMW-Besitzer langsam immer näher kam,
und bereits Webster besiegt hatte, rief Bull Razor an und bat ihn um ein Gespräch. Razor, du solltest dir überlegen, was du machst. Der Typ wird sich nicht aufhalten lassen und es scheint, als wäre mit dem BMW irgendwas nicht in Ordnung. Darauf sagte Razor, was meinst du damit? Irgendwas wäre nicht in Ordnung. Ich meine nicht technisch oder so, es ist nur merkwürdig, dass so ein großes Interesse an dem Wagen besteht. Wie ich hörte, wurde der Typ, als er in Rockport ankam, direkt von einer Undercover-Einheit in eine Falle gelockt. Und Cross hatte ihn quasi schon. Doch scheiterte es durch eines unserer Rennen in der Gegend. Fragst du dich nicht, warum man den Typen und dem BMW sofort solch eine Aufmerksamkeit schenkte? Darauf sagt Razor, ja, die Frage ist wohl berechtigt. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich von diesem Versager platt machen lasse oder vor ihm kusche. Ich bin ein Risiko eingegangen, als ich mich mit ihm anlegte. Dann bekam ich einen Anruf mit einem Wahnsinnsangebot. Danach lief alles so, wie es lief. Was für ein Anruf? Welches Angebot? Fragte Bull. Razor sagte nur, spielt keine Rolle, ich muss los. Misch dich besser nicht weiter in diese Thematik ein und sorg dafür, dass der Typ nicht an dir und Ronnie vorbeikommt. Etwas Zeit verging und Ronnie wie auch Bull wurden von dem Fahrer besiegt. Wenig später folgte dann Razors Niederlage. Es kam zur großen Flucht, in der Bull auch Ronnie rettete, wie wir in der letzten Folge erfuhren. Wir erfuhren auch, dass Razor Bull etwas zurief, als er verhaftet wurde und Bull etwas in seinem Handschuhfach fand, was Razor dort versteckte. Nach einiger Zeit kam es dann zu dem Treffen zwischen Ming, Webster, JV, Rock, Mia, Bull und Ronnie, wie ihr aus der JV-Story wisst. Als Rock, Bull und Ronnie dazu kamen, erklärte Mia, was los war. Rock war ein ehemaliger Kollege von Mia, der nun aber in der Racing-Szene aktiv ist, aber immer noch fleißig Infos sammelte. Ein Kerl, der eigentlich ziemlich gesprächig ist, aber in der Situation gab er kaum ein Wort von sich. Durch seine vielen Kontakte in verschiedenen Polizeirevieren hatte er Zugang zu Daten wie kaum ein anderer Racer und er wird den SUV fahren, um Caleb festzunehmen, sobald ihr seinen Wagen ausgeschaltet habt. Und was wollen die beiden hier? Fragte JV und zeigte auf Ronnie und Bull. Halt die Luft an, ich bin nur hier, um Bull den Rücken zu decken, sagte Ronnie. Bull erzählte, was er gefunden hatte. Ich habe Infos von Razor. Er hat scheinbar damit gerechnet, dass im Rennen gegen diesen M3-Typen etwas schief gehen könnte und quasi eine Art letzten Willen verfasst. Ich habe auf jeden Fall Infos über die Sache mit dem M3 GTR, einer Crew aus Polmont und auch etwas über den Typen, der vor einiger Zeit Stress mit Izzy anfing. Darf ich das mal sehen? Fragte Mia. Okay, wow, das sind ein paar wirklich interessante Infos. Von jemandem wie Razor hätte ich sowas nicht erwartet, nachdem wie er sich verhalten hat. Ronnie warf ein, so wie ich Razor kenne, ist es auch weniger ein Akt des guten Willens, sondern eher Rache dafür, dass er hintergangen wurde. Webster sagte, trotzdem bemerkenswert, dass er so weit für den Ernstfall vorausgeplant hat und sich vor allem so sicher war, dass es die richtigen Leute in die Hände bekommen. Bull sagte, naja, sicher war es nicht, eher Glück, dass ich der Polizei entkommen konnte. Ming fragte, seid ihr dabei, wenn wir uns die Typen vornehmen? Bull sagte klar und deutlich, nein. Ich habe mich stets aus solchen Dingen rausgehalten. Die Sache mit dem BMW war mir schon fast zu heiß. Und da wir sowieso nichts mehr tun können, um Clarence zu helfen, werde ich und Ronnie die Stadt verlassen und dann trennen sich auch unsere Wege. Da stelle ich mir doch glatt die Frage, ob wir hier überhaupt noch sicher wegkommen mit Miss Undercover im Raum, fragte Ronnie sarkastisch. Er schien noch ziemlich sauer darüber zu sein, dass Mia Razor festgenommen hatte. Mia sagte, keiner außer Cross weiß von diesem Treffen und ihr könnt den Club verlassen. Was unterwegs passiert, ist allerdings nicht mein Problem. Ihr werdet immer noch gesucht als die Kollegen von Razor und Top-Blacklist-Fahrer. JV schmunzelte, als Mia diese Worte sagte. Bull sagte, na fein. Wir haben unseren Freundschaftsdienst gegenüber Clarence getan. Wir verschwinden dann. Viel Glück bei eurem Vorhaben. Als Ronnie und Bull aufstanden und gingen, rief JV Bull noch etwas zu. Ey Bull, bestell TJ einen schönen Gruß von mir. Bull schaute JV kurz mit einem kalten Blick an und verließ dann den Club. Vor dem Laden sagte Bull zu Ronnie, er soll ihm folgen. Also folgte Ronnie Bull. Sie fuhren eine ungewöhnliche Route bis in den Canyons zwischen Rockport und Polmont an einem Aussichtspunkt ankamen. Ronnie, das war's, sagte Bull. Hier trennen sich unsere Wege. Fahr nicht zurück nach Rockport. Ich bekam während des Gesprächs im Club eine Nachricht, unsere Verstecke und unsere Apartments wurden von den Cops hochgenommen. Für uns gibt es nichts mehr in Rockport. Ronnie war erst sprachlos und sagte dann,
Okay. Ich werde wohl fürs Erste bei meinen Eltern untertauchen, denke ich. Und dann schauen wir mal. Bull sagte nur, mach das. Ich wünsche dir alles Gute. Ronnie fragte Bull, was er vorhat. Dein Wagen wird mit Hochdruck gesucht. Und Bull unterbrach Ronnie. Mach dir keine Sorgen, ich komme schon klar. Ich werde mich schon bald von den Benz trennen und ein paar Dinge erledigen. Und danach fahre ich vielleicht nach Ventura oder Fortune Valley. Okay, wenn du meinst, du kommst klar, mach dein Ding. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, weißt du ja, wie du mich findest, sagte Ronnie. Ronnie und Bull gaben sich brüderlich die Hand mit einer halben Umarmung und trennten sich dort im Canyon. Bull wurde 2017 in Fortune Valley gesehen, wo er in einem NSX am Outlaws Rush teilnahm. Mehr Infos zu ihm sind aber nicht bekannt. Razor war die Nummer 15 der Blacklist und erreichte Platz 1 der Blacklist durch Betrug. Sein richtiger Name ist Clarence Callahan und er wurde in Kanada geboren und lebte dort 4 Jahre, bis seine Eltern nach LA umzogen. Nicht unbedingt eine Verbesserung, Grund dafür war, dass Razors Vater eigentlich Amerikaner war und Polizist. Aufgrund höherer Karrierechancen entschied sich sein Vater wieder nach Amerika zu ziehen. Die Polizei bot ihm dort eine Stelle als Sergeant an. Razor hatte es in LA schwer. In der Schule hatte er ständig Schlägereien und zu Hause musste er Angst vor seinem Vater haben, denn dieser war unaussprechlich streng. Als Razor 16 wurde, hatte er bereits eine Akte bei der Polizei. Er wurde immer wieder bei illegalen Rennen gesehen. Als er 17 war, eskalierte ein Streit zwischen einem Raser und Razor. Razor hatte gerade sein erstes Auto gekauft und direkt an einem Rennen teilgenommen. Es war sehr knapp und keiner konnte genau sagen, wer gewonnen hat, weshalb ein Streit entbrannte. Razor nahm den Typen auseinander, bis jemand dazwischen ging. Razor verließ den Ort und hörte nur, er würde es bereuen. Am nächsten Tag hatte Razor einen Gerichtstermin. Sein Vater und seine Mutter mussten ihn begleiten. Wie immer konnte er sich einiges von seinem Vater anhören, während seine Mutter wie immer versuchte, ihn zu beruhigen. Denn Razors Mutter war immer sehr fürsorglich und Razors einzige Stütze im Leben. Während der Fahrt wurden sie plötzlich schwer von der Seite getroffen von einem SUV. Einige Typen stiegen aus und zogen Razor aus dem Auto und warfen ihn zu Boden. Einer richtete eine Waffe auf ihn und konfrontierte ihn damit, dass er gestern einen seiner Kollegen zusammengeschlagen hat. Razor erkannte nichts, die Sonne blendete ihn. Nun müsse er dafür bezahlen. Es war völlig unverhältnismäßig, wegen einer kleinen Schlägerei gleich so weit zu gehen. Doch ging Razors Mutter noch dazwischen und schrie wild herum, sie sollen ihren Sohn in Ruhe lassen. Doch die anderen Typen warfen sie ebenfalls zu Boden und sie landete auf Razor. Und dann schoss der Mann einfach so los und traf damit Razors Mutter in den Rücken. Und der Typ sagte auch noch eiskalt, sei dankbar, deine Mutter hat deine Rechnung übernommen. Also völlig kranker Shit. Als sich die Männer wegdrehten, erkannte Razor nur ein Tattoo, war dann aber auch sofort bei seiner Mutter. Doch die bewegte sich schon nicht mehr. Razor hielt sie im Arm und konnte nicht begreifen, was passiert war. Er saß da mit seiner Mutter im Arm, starrte den Boden an und konnte nur weinen, denn er begriff einfach nicht, was da gerade passiert war. Sein Vater, der die Sache halbwegs mitbekam, aber noch benommen vom Aufprall war, kam langsam wieder zu sich. Als er ausstieg, fing er an zu schreien, was er getan hätte, und ging auf Razor los. Er schlug einfach auf ihn ein, völlig außer sich. Razor schlug ihn zu Boden und rannte weg. Er tauchte dann bei seinem besten Freund Ronnie auf, den er in LA kennenlernte, und war erstmal für einige Monate verschwunden, um das Ganze zu verarbeiten. Sein Vater machte keine Anstalten, ihn zu suchen. Es war, als hätte er seinen Sohn einfach aus seinem Leben gelöscht. Irgendwann tauchte er wieder bei einem Rennen auf. Er hielt Ausschau nach dem Typen, die ihn überfallen haben. Doch ging es ihm hauptsächlich darum, Geld zu machen. Razor gewann einige Rennen und konnte sich schon bald ein neues Auto leisten. Er besorgte sich einen Ford Mustang GT, den er stark umbaute, und beschloss dann, zusammen mit Ronnie nach Rockport zu fahren. Dort fuhren sie Rennen.
Doch die Konkurrenz war stark. Sie lernten Bull kennen, der sich den beiden anschloss. Irgendwann schaffte es Razor auf Platz 15 der Blacklist. Doch steckte er dort fest. Er kam nicht weiter voran. Eines Tages kam Ronnie ins Industriegebiet, wo sie oft abhingen. Gefolgt von einem unbekannten Fahrer in einem für die Stadt unbekannten Wagen. Ronnie verlor wohl ein Rennen, obwohl Razor ihn warnte, nicht so leichtsinnig zu sein. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe! Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchte gern Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Schneller als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. 5 Riesen. 5 Riesen! So ein Clown macht mein Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahr nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Nachdem das Treffen aufgelöst war, erhielt Razor einen Anruf. Ein Crewboss aus Portland namens Darius war dran und machte Razor ein Angebot. Er soll diesen Typen um jeden Preis und mit allen Mitteln den Wagen abnehmen, damit dieser sich nicht weiter in den Städten hocharbeitet. Er erzählte, dass der Typ bereits in Olympic City und Bellevue die Szene aufgemischt hatte. 100.000, wenn du ihn besiegst, und den BMW kannst du ja ohnehin behalten. Da er sowieso sehr an dem Wagen interessiert war. Er gab Bull und Ronnie den Auftrag, den BMW so zu manipulieren, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren kann. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Für die Karre. Für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Razor hatte nun also den BMW und dazu 100.000 von Darius. Er erreichte mit dem Wagen problemlos den ersten Platz der Blacklist und war nun der Most Wanted von Rockport. Alles schien perfekt zu laufen, bis zu dem Tag, an dem er mitbekam, dass der Fahrer wieder aus dem Knast ist und dabei ist, sich die Blacklist vorzuknöpfen. Razor hatte ihn im Auge, war aber auch mit anderen Dingen beschäftigt. Er war immer noch auf der Suche nach den Leuten, die ihn damals überfielen und quasi seine Mutter auf dem Gewissen haben. Er bekam auch einiges davon mit,
was geschah, als der Fahrer sich die Blacklist hocharbeitete. Vor allem die Sache mit dem Dodge Challenger interessierte ihn. Im Lauf der Events schaffte Razor es mit Bulls Hilfe endlich einen der Typen von damals ausfindig zu machen. Doch nahm er Bull nicht mit, als er ihn sich vorknüpfte. Von ihm erfuhr Razor, wer Darius eigentlich ist, dass er viele Fäden zieht, viele Cops auf der Gehaltsliste hat und vieles mehr. Doch am wichtigsten war, er fand heraus, dass auch der auf seine Mutter schoss, Caleb war und damals wie auch heute für Darius arbeitete. Leider rannte Razor die Zeit davon. Er musste sich bereit machen, gegen den originalen BMW-Besitzer zu fahren, denn dieser war gerade schon dabei, Bull zu besiegen und Razor konnte sich vor dem Rennen keinesfalls drücken. Er fertigte eine Nachricht an mit vielen Infos, die er bekommen konnte, für den Fall, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Denn auf gar keinen Fall wollte er, dass Darius und Caleb davonkommen. Er wusste allerdings auch nicht, wie sehr eigentlich der Fahrer, der Originale vom BMW, mit involviert war in der Story. Wer weiß, was passiert wäre, hätte er das gewusst. Kurz vor dem Rennen legte er die Nachricht in Bulls Handschuhfach. Was er nicht wusste war, dass dieses Rennen bereits beobachtet wurde. Darius hatte die ganze Sache in Rockport mitverfolgt und den Cops einen Tipp gegeben. Auch Mia wusste davon, doch warnte sie den Fahrer zunächst nicht. Sie wollte ja auch die Blacklist hochnehmen, bevor sie Genaueres darüber erfuhr, was im Hintergrund alles geschah. Nach dem Rennen geschah, was geschehen musste. Die Cops kamen mit einem Großaufgebot, die ganze Blacklist geriet in eine riesen Verfolgungsjagd. Einige wurden verhaftet, andere hatten Glück. Der Fahrer entkam mit dem M3 und für Razor war Feierabend. Er wurde abgeführt und von Cross verhört. Dem erzählte er auch einiges, wodurch auch Cross anfing, Beweise gegen Darius zu sammeln. Doch was niemand wusste war, dass Cross auch schon mal für Darius arbeitete, denn immerhin war Cross Kopfgeldjäger. Aber dazu erfahren wir in einer späteren Story sicher mehr. Von nun an konnte Razor nur warten und hoffen. Doch er war sich sicher, Bull würde entkommen sein und das Richtige tun und Darius sowie Caleb würden schon bald ihre Quittung bekommen. Und ich sag's mal so, um nicht zu viel zu spoilern, denn wir sind ja noch nicht am Ende dieses Formats, Leute. Razor wird auf jeden Fall einen Teilerfolg haben, den er verdient hat. Einige Zeit verging auf jeden Fall. Der ein oder andere Blacklist-Fahrer war im selben Knast wie Razor, doch viel geschah vorerst nicht, bis sich eines Tages alles in Bewegung setzte und es Caleb an den Kragen ging. Doch wie sich die Aktion gegen Caleb und Darius genau abspielte und zu einem Ende kam, erfahren wir in einer von deren Stories. Wir springen nun über ein Jahrzehnt in die Zukunft. Razor saß noch immer im Knast und hatte über die Jahre sehr viele Infos über alles Mögliche, was in der Rennszene so im Land abging, aufgeschnappt. Auch was mit dem M3 GTR passierte und was es wirklich mit dem Wagen auf sich hatte, weshalb er schon damals gesucht wurde. Und Razor hatte all die Jahre immer mal wieder Kontakt mit Ronnie, wirklich ein wahrer Freund, und auch Bull meldete sich 2017 plötzlich wieder und meinte, er würde aktuell an vielen Rennen in allen möglichen Städten teilnehmen, um etwas Kohle für ihn frisch zu machen. Denn es waren zwar noch ein paar Jahre bis zu seiner Entlassung, doch waren da ja noch ein paar Rechnungen offen, die sich im Laufe der Jahre ergeben hatten. Einige Jahre später war es dann soweit. Razor kam aus dem Knast und heuerte kurz darauf direkt jemanden an, den M3 GTR zu besorgen. Mehr ist nicht wirklich bekannt. Was wusste Razor über die Vorgeschichte des BMWs? Warum wollte er ihn so viele Jahre später sofort wiederhaben? Wusste er, was mit dem Fahrer passierte? Auf jeden Fall merkte man, Razor hatte seinen Frieden noch nicht gefunden. Er war noch nicht fertig mit der Szene. Etwas lag in der Luft, was sein Blut zum Kochen brachte, und er zeigte, wie schon damals, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Backdoor sitzen. Caleb Reese war einer der kriminellsten überhaupt in Need for Speed. Er war zwar nicht in der Rockport Blacklist gelistet, wurde aber trotzdem landesweit gesucht. Er wurde in Bayview geboren und wuchs dort auf. Sein Vater war ein brutaler Misskerl, der regelmäßig kleinere Raubüberfälle begangen und zu Hause immer wieder die Hand gegen ihn und seine Mutter erhob.
Caleb hatte also eine schwere Kindheit. Mit 16 rannte er von zu Hause weg und lebte ganze 8 Jahre auf der Straße, wo er lernte, sich ohne Geld durchzuschlagen. Als er 24 wurde, traf er auf einen Menschen, der sein Leben komplett ändern würde. Es war Darius, der gerade mal 2 Jahre jünger war, aber schon groß im Geschäft war. Caleb wurde einer von Darius' Fahrern. Doch erkannte Darius schnell, dass Caleb mehr als nur ein Fahrer sein kann. Er macht sich die Hände schmutzig, ohne groß darüber nachzudenken. Kein Gewissen, keine Gnade. Das lernte Caleb auf der Straße. Von dem Tag an kümmerte sich Caleb um besondere Angelegenheiten von Darius, die etwas mehr Härte erforderten. Eines Tages sagte Darius, er würde sich nach Paulmont begeben, um dort seine Geschäfte weiter auszubauen. Caleb sollte die Führung in Bayview übernehmen und alles am Laufen halten, während Darius insgeheim im Hintergrund die Befehle gibt und quasi der Sponsor ist. Alles lief wunderbar, bis sich Caleb eines Tages dazu entschied, nach Hause zu gehen, um einfach mal nach seiner Mutter zu sehen. Also kehrte er nach Hause zurück. Seine Mutter war überglücklich, ihn wiederzusehen, doch Caleb war bloß schockiert, wie seine Mutter aussah. Sein Vater war immer noch der gnadenlose Bastard und als er reinkam, lachte er und fragte, was sein Versagersohn hier will und warum diese blöde Schlampe weint. Bist ja ganz schön gewachsen, du Stück Scheiße, sagte der Vater. Caleb antwortete aber nicht. Er schaute ihn mit einem eiskalten Blick an, zog eine Waffe und erschoss seinen Vater. Calebs Mutter war schockiert und fiel völlig verängstigt in eine Ecke des Raums. Caleb ging zu ihr und sagte, sie muss keine Angst haben. Von heute an wache ich aus dem Schatten heraus über dich. Er legte ihr einen Umschlag mit Geld hin und sagte, ruf jetzt die Polizei, sag ein Einbrecher war hier, aber versteck vorher das Geld. Du kannst jetzt ohne Angst und Schmerzen leben. Dann ging Caleb und zerstörte dabei noch ein wenig von der Einrichtung, um den Schein eines Einbruchs zu simulieren. Von da an lief erstmal alles recht gut für Caleb, bis er eines Tages den Auftrag bekam, einen Newcomer in Olympic City auszuschalten. Dieser war Darius ein Dorn im Auge. Genauere Details wieso und weshalb gab Darius nicht an. Caleb weiter. Aber das war für ihn auch nicht von Interesse. Auftrag ist Auftrag. Du gefällst uns. In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als Ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Hallo? Hallo? Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Einige Zeit später machte das Gerücht eines neuen Fahrers in Bayview die Runde. Caleb schenkte der Sache aber zunächst keine Aufmerksamkeit. Doch es wurde immer lauter um den Fahrer, bis Caleb schnallte, dass es der Typ aus Olympic City war. Er setzte seine Leute auf ihn an, doch die waren nicht in der Lage, ihn zu schlagen. Auch Darius bekam davon mit und machte Druck auf Caleb. Was seid ihr nur für Schlappschwänze? Keiner von euch kann diesen Kerl fertig machen. Keiner! Was meint ihr, was passiert, wenn er weitergewinnt? Dann könnt ihr euch verabschieden. Von euren Sponsoren, von der ganzen Kohle, von allem. Wir kümmern uns drum. Diesmal kommt er uns nicht davon. Ihr sorgt dafür, dass er ein für alle Mal verschwindet. Oder ich mache euch kalt. Das Problem war, der Fahrer hatte sich schon einen ordentlichen Ruf erarbeitet und war zu bekannt, um ihn einfach so auszuschalten. Man würde Caleb schnell verdächtigen, da er bereits lauthals zu erkennen gegeben hat, dass er ein Problem mit ihm hat. Doch irgendwie musste er ihn aufhalten, sonst würde er alles verlieren, denn neben Darius hatte Caleb mittlerweile auch andere, seriösere Sponsoren, wie zum Beispiel bekannte Tuning-Teilhersteller.
Caleb versuchte also weiter, den Fahrer Legit durch Straßenrennen fertig zu machen, doch er scheiterte letzten Endes und verlor alles, was er sich in Bayview aufgebaut hatte. In einem Wutanfall schoss er auf seinen Wagen, der dann auch noch plötzlich Feuer fing und abbrannte. Caleb konnte sein Pech kaum fassen, bis Darius anrief. Zunächst konnte Caleb sich ordentlich was anhören, doch machte Darius ihm ein Angebot, ihm wieder auf die Beine zu helfen, denn Caleb war für ihn ein wichtiges Instrument. Caleb sollte weiter für ihn arbeiten, sich aber aus der aktiven Racing-Szene raushalten und eher wie ein Geist agieren. Caleb bekam ein Versteck von Darius gesponsert und einen neuen Wagen, ein Dodge Challenger. Caleb fragte Darius, ob er sich um den Typ kümmern sollte, doch Darius lehnte ab. Er sagte, er hatte ein paar Leute in Rockport, die sich darum kümmern werden. Caleb sollte sich stattdessen mit einem Typen namens Mercer treffen. Er hätte eine Lieferung für Darius, einen besonderen Audi. Verscherzt es dort bloß nicht, sagte Darius. Der Typ handelt zwar mit gestohlenen Autos, ist aber auch ein Cop, also halt den Ball flach. Caleb erledigte seinen Job, aber dort war noch ein Cop namens Cross, der mit Mercer über einige Dinge in Rockport redete. Irgendwas über einen speziellen BMW und der Blacklist. Caleb war neugierig, er machte sich nach dem Job auf nach Rockport. Dort traf er auf Izzy, gegen die er ein Rennen fuhr und verlor. Darius bekam die schnell mit und orderte Caleb auch sofort wieder zurück. Einige Zeit verging und überall war von dem Typen zu hören, der die Blacklist in Rockport auseinandernimmt. Darius hatte Caleb verboten, sich dort einzumischen, doch er konnte nicht anders und fuhr wieder nach Rockport. Dort traf er wieder auf Izzy und der Vorfall, bei dem Izzy ihren Bruder verlor, ereignete sich. Mehr darüber erfährst du in Izzys Story, die findest du in der Playlist. Die Dinge nahmen ihren Lauf und Darius war maximal angepisst, ahnte aber noch nicht, was alles im Gange war. Caleb war Ziel von einem Zusammenschluss aus Blacklist-Fahrern und Cops. Ming, Webster, JV, Mia und Rock bereiteten sich vor, Caleb dingfest zu machen. Sie hatten viele Infos durch Bull, Ronnie, Razor und andere. Und wie sich all das entwickelte, wissen wir ebenfalls aus den vergangenen Stories. Irgendwann war Tag X dann gekommen. Die Crew machte sich auf, Caleb abzufangen. Der war gerade auf dem Weg durch die Canyons, um einen Anschlag auf den M3-Fahrer zu verüben. Denn die Situation in Portland war bereits am Eskalieren und es kam bereits zum Duell zwischen Darius und dem Fahrer. Caleb sollte im Canyon darauf warten, dass Darius und der Fahrer vorbeikommen und den Fahrer dann durch die Leitplanken crashen, so dass er auf jeden Fall ums Leben kommt. Caleb war spät dran und raste über die Autobahn Richtung Canyons, als plötzlich eine grüne Viper in seinem Rückspiegel auftauchte. Es war JV. Zunächst schenkte Caleb ihr keine große Beachtung und trat noch mehr aufs Gas, doch zu seiner Überraschung überholte ihn die Viper. Sie schien unfassbar viel Power zu haben. Dann setzte sich die Viper vor ihn und versuchte ihn auszubremsen. Caleb war überrascht, aber ahnte schnell, dass man es vielleicht auf ihn abgesehen hatte. Caleb wollte gerade JV rammen, als links und rechts wie aus dem Nichts ein Gallardo und eine Corvette auftauchten. Es waren Ming und Webster. Caleb steckte in der Klemme. Also bremste er, um aus dieser Formation zu kommen, doch dann knallte es nur einmal laut. Hinter ihm war ein riesiger SUV. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass ein K9-Fahrzeug aus Rockport hinter ihm war, in dem Mia und Rock saßen. Caleb wurde nervös und begann links und rechts auszuscheuern und rammte immer wieder Ming und Webster, bis die beiden Platz machen mussten. Doch konnte Caleb nicht entkommen. Der SUV rammte ihn so, dass er ins Schleudern geriet und zum Stillstand kam. Ming und Webster rannten zum Dodge und zogen Caleb heraus. Der wehrte sich natürlich, JV und Rock kamen aber dazu und brachten Caleb zu Boden. Doch in dem Moment zog Caleb eine Waffe und schoss wild in die Menge. Er traf Webster, welcher sofort zu Boden ging und sich nicht mehr rührte. Caleb stand auf, JV machte Anstalten, Caleb wieder überwältigen zu wollen, doch Caleb schoss dann auch auf ihn. Mia zog ebenfalls ihre Dienstwaffe, aber Caleb war schon wieder zum Dodge gerannt. Mit durchdrehenden, laut quietschenden Reifen schob Caleb die im Weg stehende Viper weg und schrie dabei, dass er sie alle umbringen würde, wenn er mit diesem Dreckskerl fertig ist, der gerade gegen Darius fährt. Caleb war entkommen. Und Rock schrie Mia an, warum sie nicht geschossen hatte. Doch Mia schien geschockt zu sein. Sie hatte wohl nicht gedacht, dass die Sache so eskaliert. Sie schaute sich um und ging dann zu JV, welcher blutend auf dem Boden saß, angelehnt an Mings Lambo. Und dann hörten sie Ming schreien. Mit Tränen in den Augen brüllte er so laut, dass es durch die Berge schallte.
Wir brauchen einen Notarzt. Wester atmet nicht mehr. Wir brauchen Hilfe. Verdammt, tut was. Bitte, bitte helft ihm. Rock rief schnell einen Krankenwagen, während Mia Cross informierte, was passierte. Im selben Moment hörten sie das laute Brüllen eines V8-Motors, als plötzlich ein Auto an ihm vorbeischoss. Der Wagen war so schnell, dass man ihn nicht erkennen konnte, aber Mia hatte einen Verdacht. Sie rief Rock, er solle einsteigen, es gebe noch eine Chance. Doch Rock lehnte ab, er wollte erste Hilfe leisten, denn er war der Einzige, der etwas medizinisches Verständnis hatte. JV rief Mia zu, gib Gas, ich fahre dir hinterher und halte dir den Rücken frei. Aber Mia wunderte sich, du wurdest doch selbst angeschossen. Aber JV entgegnete nur, ach, ist doch nur eine Fleischwunde. Jetzt gib Gas, die Jungs kommen schon klar. Mia und JV nahmen also wieder die Verfolgung auf. Währenddessen war das Rennen zwischen Darius und dem Fahrer im vollen Gange und Caleb war mit einem Affenzahn auf dem Weg dorthin. Fest entschlossen, den Fahrer endgültig zu erledigen. Darius ist der Mann, der es seit Olympic City auf den Fahrer bzw. uns abgesehen hatte. Er wurde in Olympic City geboren, wuchs aber in Pullman auf. Darius hatte von Natur aus ein kaltes Wesen. Doch war es im Kindesalter noch nicht so schlimm. Darius' Vater verließ seine Mutter, um in Deutschland zu arbeiten. Er war Chefingenieur im Motorsportbereich von BMW und arbeitete dort zusammen mit seinen Kollegen an zukünftigen Rennwagen. Darius' Mutter wollte Pullman nicht verlassen, da ihre Eltern noch dort lebten und auf ihre Unterstützung nicht verzichten konnten. Darius wuchs also ohne Vater auf und verbrachte sehr viel Zeit mit seinen Großeltern, da seine Mutter viel arbeitete. Darius war ein eher unscheinbarer Typ. Er machte keinen Ärger in der Schule, aber ließ sich auch nichts gefallen. Mit 13 fragte Darius nach seinem Vater. Seine Mutter erzählte ihm alles und Darius stampelte seinem Vater als egoistischen Mistkerl ab. Als Darius 16 war, verstarb sein Opa, was ihn ziemlich mitnahm. Nur eine Woche später starb auch seine Oma. Für Darius war das schon fast zu viel, doch leider blieb es nicht dabei. Auch seine Mutter verstarb noch am selben Tag und das war für Darius allein einfach viel zu viel, denn auf dem Weg ins Krankenhaus zu ihrer Mutter wurde sie in einen Verkehrsunfall verwickelt, welcher von einem Polizeifahrzeug ausgelöst wurde, welches ein Raser verfolgte. Für Darius brach die Welt zusammen. Die einzigen Menschen, die ihm etwas bedeutet hatten, waren plötzlich weg. Erst starb der Opa und dann auch noch Oma und Mutter am selben Tag in so kurzer Zeit. Das ist ein Schicksal, welches man sich kaum ausdenken kann. Und Darius ist daran komplett zerbrochen. Von da an entwickelte Darius sich immer mehr zu einem eher kalten Menschen, der nur seinen Vorteil im Sinn hatte. Denn es linderte seinen Schmerz und ließ ihn vergessen, bis es letztendlich zur Gewohnheit wurde. Die Welt war in seinen Augen mehr als ungerecht zu ihm. Warum sollte er also anders mit anderen Menschen umgehen? Einige Jahre später fand Darius seinen Weg in die illegale Rennszene, in der er selbst als Fahrer mitmischte. Er fand Interesse an exotischen Autos und wollte mit ihnen handeln. Er gründete eine Crew und fand auch schnell Anhänger, da er zu den schnellsten Fahrern der Stadt zählte. So begann sich Darius' Imperium langsam aufzubauen, bis er eines Tages wie aus dem Nichts verhaftet wurde. Doch landete er nicht im Knast, sondern in einer Gasse. Ein junger Polizist namens Mercer, der zu dem Zeitpunkt selbst nur ein Officer war, schnappte sich Darius und machte ihm ein irres Angebot. Er war selbst dabei, eine Autoschieberbande aufzubauen. Allerdings auf eine noch verrücktere Art, denn als Cop konnte er Autos offiziell stilllegen und somit direkt aus dem Verkehr ziehen. Zumindest glaubten die Opfer, es wäre alles offiziell. Mercer musste die Autos dann nur noch verschwinden lassen, ohne belastende Hinweise oder Papiere zu hinterlassen. Er machte Darius das Angebot, seine gestohlenen Autos zu verschiffen. Somit würde Darius zum einen schneller Geld machen, weil er sich nicht mehr selbst um Käufer kümmern muss, aber es wäre auch sicherer mit der Deckung korrupter Cops. Darius willigte ein und war von da an ein heimlicher Partner von Mercer. Einige Jahre vergingen und Darius hatte bereits eine starke Crew aufgebaut, mit der er einen ganzen Stadtteil von Pullman beherrschte. Und finanziell ging es ihm bereits mehr als nur gut. Eines Tages lernte er Nikki kennen und die stellte ihm ihren Freund vor. Sie alle teilten die Leidenschaft an den Autos
und so nahm Darius die beiden zunächst in seine Crew auf. Darius fand allerdings mit der Zeit immer mehr Gefallen an Nikki, doch die war ja bereits vergeben. Langsam aber sicher wuchs eine Abneigung gegen Darius, doch bahnte sich einiges an Stress an. Neue Crews tauchten in Portland auf und die waren ungewöhnlich stark. 3 neue Crews kämpften plötzlich um die Vorherrschaft in Portland, wodurch einige von Darius' Gebieten verloren gingen. Die 3 neuen Crews, angeführt von Wolf, Kenji und Angie, forderten einen Race War und Darius war mehr als einverstanden, denn er hatte schon einen Plan, mit dem er nicht nur seine Stadt wieder unter Kontrolle bringt, sondern auch diese lästigen Typen los wird und Nikki manipulieren kann. Er musste zunächst dafür sorgen, dass nicht er als Boss, sondern Nikkis Freund am Rennen teilnimmt. Also simulierte er einen angestauten Knöchel als Ausrede, weshalb er selbst nicht fahren könne. Du bist ein guter Fahrer, ich vertraue dir unsere Crew an. Besiege die 3 für mich, nimm meinen Wagen. Und so kam es zu dem Rennen, in dem Nikkis Freund mit Darius Supra gegen die Bosse antrat. Doch Darius hatte bereits einen Hinterhalt geplant. Durch Mercers Hilfe konnte er die Polizei von Portland so manipulieren, dass sie einen Großeinsatz einleiteten, bei dem die 3 Bosse verhaftet wurden. Der Fahrer konnte mit etwas Hilfe durch eine Gasse entkommen, die dann von einem Chrysler blockiert wurde. Nikki gab ihm vorher noch die Tasche mit dem Preisgeld, doch wusste sie nicht, dass diese bereits von Darius vertauscht wurde. Somit hielten nun alle den Fahrer für einen Verräter, der sich mit Darius' Auto und dem Preisgeld aus dem Staub gemacht hat. Nikki fiel komplett darauf rein und Darius mimte den betroffenen, einfühlsamen Mann, der selbst betroffen war, da er seinen Wagen verloren hatte. Darius schien gewonnen zu haben. Die Stadt war wieder unter Kontrolle, die Bosse waren für eine Weile ausgeschaltet und der Typ, der zwischen ihm und Nikki stand, war weg. Es verging einige Zeit und Darius ging weiter seinem Geschäft nach, bis er davon hörte, dass sich jemand in Olympic City einen Namen gemacht hat. Es dauerte nicht lang, bis Darius herausfand, dass es sich um den Fahrer handelte, den er vertrieben hatte. Also schickte er Caleb los, um sich um dieses Problem zu kümmern. Doch wie wir wissen, war die Aktion nicht von langanhaltendem Erfolg gekrönt. Der Fahrer zog weiter und baute sich in Bayview neu auf, wo es zum Konflikt mit Caleb kam. Doch auch dort schaffte Caleb es nicht, den Fahrer loszuwerden. Darius war bereits stinksauer, er musste unbedingt verhindern, dass der Typ sich irgendwann nach Portland aufmacht. Nach einer Weile hörte Darius, der Fahrer sei mit einem neuen Wagen auf dem Weg nach Rockport. Darius war zunächst sprachlos und fragte sich, warum er diesen BMW hat. Denn Darius wusste ganz genau, woher der M3 GTR stammte und dass er eine Menge Ärger machen wird. Dazu kommt, dass der Wagen an sich brachial schnell ist und der Fahrer sich damit problemlos zu einer Legende machen könnte. Dann aber brachte Caleb Darius auf eine Idee. In Rockport treibt sich dieser Bengel Clarence rum, dessen Mutter ich damals umgelegt habe. Der scheint mir leicht zu manipulieren zu sein. Wir sollten ihn für unsere Zwecke nutzen. Darius schloss also einen Deal mit Razor ab, von dem ihr aus Razors Story wisst. Dann nahmen die Dinge erstmal ihren Lauf. Razor hatte Erfolg und zog dem Fahrer den BMW ab. Doch der gab nicht auf und arbeitete sich wieder von neuem hoch. Darius schloss einen weiteren Deal mit einem Blacklist-Fahrer in Rockport ab. Für mehr Info dazu solltet ihr Barons Story schauen. Trotz allen Mühen von Darius gewann der Fahrer immer mehr Respekt und arbeitete sich die Blacklist hoch. In der Zwischenzeit wurde Darius auch infiltriert und durch Rapstar ausgehorcht, wovon Darius nichts wusste. Langsam legte sich eine Schlinge um seinen Hals, die begann sich zuzuziehen, denn hatte auch Cross mittlerweile ein kritisches Auge auf ihn geworfen. Darius dachte immer, Cross wäre ein leicht zu handelnder Cop, der sich durch Kopfgeldjagden etwas dazu verdient. Den auch Darius nahm seine Dienste hin und wieder in Anspruch, wodurch er Cross zumindest ein bisschen in der Hand hatte, denn es war den Cops eigentlich verboten, Kopfgeldjagden für Privatpersonen zu machen. Etwas, was Cross nicht gerne tat, doch hatte er gute Gründe dafür, sich auf diese Art etwas dazu zu verdienen. Letzten Endes kam es dazu, dass der Fahrer Razor besiegte und auch den M3 GTR zurückbekam, mit dem er sich zunächst aus dem Staub machte. Darius verlor ihn aus den Augen und war gestresst, doch konnte er zunächst nichts unternehmen. 2 Wochen später tauchte der M3 GTR wieder auf, gefolgt von Cross.
Darius bekam dies ebenfalls mit, dass der M3 und Cross von einem seiner Crewmitglieder gesehen wurden. Allerdings waren sie im Canyon, kurz vor Pullman, was Darius überhaupt nicht gefiel. Er machte sich sofort auf den Weg dorthin und musste sich schnell eine Taktik einfallen lassen. Als er dort eintraf, fand er allerdings nur einen Schrottreifen BMW vor und Cross, der den Fahrer gerade verhaften wollte. Doch Darius hatte bereits wieder einen Plan, wie er den Fahrer zu seinem Vorteil nutzen kann, denn mittlerweile machten sich die alten Crews ebenfalls wieder in der Stadt breit. Ich hab dich nicht gebeten, mir zu helfen, Croc. Wie kommst du dazu, in Silverton Leute zu jagen, ohne mich zu fragen? Ich heiße Cross. Dieser Typ da kommt nicht von hier. Verdammt lange her, Junge. Wie viel bringt er? 150 Riesen. David, kümmere dich um ihn. So. Darauf hast du es also abgesehen. Nicky, jetzt wird's interessant. Wieso kreuzt du hier wieder auf? Ho, hey, halt die Luft an, ja? Oh, wow. Ich weiß nicht, was passiert ist, als du verschwunden bist. Aber ich weiß genau, dass du mir noch eine Menge Kohle schuldest. Langsam wird's eng hier in der Gegend. Immer mehr Crews kämpfen um immer neue Territorien. Ich könnte jemanden mit deinem Können gut gebrauchen. Ich sag's mal so. Ich hab dir zweimal den Hals gerettet. Jetzt tust du mir einen Gefallen. Nicky, willst du nicht deinem alten Freund zeigen, wie es geht? Du machst einen Scherz, oder? Hast du eine bessere Idee? Er soll anfangen. Jetzt sofort. Enttäusch mich nicht. Nicht wieder. Darius ließ den BMW zunächst zu einer seiner Crew-Garagen bringen und beauftragte dann Caleb, er solle mal TJ kontaktieren. Er soll den Wagen erstmal aus der Stadt schaffen und verwahren, bevor die Deutschen hier auftauchen und Lunte riechen. Caleb fragte, welche Deutschen? Was ist mit dem Wagen? Darius sagte nur, das geht dich nichts an, mach, was ich dir gesagt habe. Währenddessen begann der Fahrer Stück für Stück die Stadt einzunehmen, doch Darius hatte längst Pläne, wer er ihn wieder los wird, wenn die Zeit reif ist. Sicher? Keine Ahnung. Wir sehen uns nachher. Darius, was soll denn das? Noch ein paar Rennen und er hat mehr zu sagen als du. Wieso? Das ist gut für ihn. Er muss um seinen Ruf kämpfen. Er regelt auch das Geschäftliche für mich. Er schuldet doch uns beiden was. Du nutzt ihn aus. Aber nicht doch, Kleines. Ich bin der Einzige, der weiß, was er drauf hat. Was hast du denn? Man kann Rennen auch anders gewinnen. Fahr los. Da fällt mir ein, ich stand genau da drüben. Das war echt knapp. Aber ich wusste, dass du gewinnen würdest. Dann ging alles ganz schnell. Der
Kerl stößt mich um. Ich versuche aufzustehen, aber er hält mich fest. Ich dachte, er würde mich beschützen. Einheit 1 und 5, die verdächtigen uns schnell! Falsch gedacht und deshalb habe ich dir die Tasche gegeben. Also wenn du recht hast, dass die Tasche ausgetauscht wurde, wann soll denn das passiert sein? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass mein Geld weg ist? Als er die Tasche ausgetauscht hat, da muss das passiert sein. Verschwinden wir hier. Wow. Schön, dich hier zu sehen. Hör zu. Ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst der Dumme. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Hey, ich will nur fahren. Das ist alles, was ich will. Wenn du immer noch deine Vergangenheit bewältigen willst, dann könnte ich dir dabei vielleicht behilflich sein. War eine ziemlich heiße Nacht. Aber plötzlich wurde es chaotisch. Ich bin ganz cool geblieben und habe die Leute beobachtet. Dann habe ich gesehen, wie Nikki umgerissen wurde. Ich könnte schwören, dass der Typ, der sie zu Boden gerissen hat, die gleiche Tasche hatte wie sie. Ich könnte dir und deiner Crew helfen. Ich bin einer der besten Fahrer der Stadt und das weißt du. Also, der Schnüffler hat die Lösung gefunden. Du konntest es wohl einfach nicht lassen, oder? Wir haben eine Menge Kohle gemacht und du bist jetzt sauber. Was willst du noch mehr? Weißt du, die Sache ist heißer, als ich es für möglich gehalten habe und ich muss dich leider in Zahlung geben. Mr. Crawl? Komm schon. Ich habe dir schon beim ersten Mal kein Geld geschenkt. Warum sollte das jetzt anders sein? Hast du vielleicht gedacht, ich schenke dir die Kohle und rette dich vor diesem Loser? Soll ich zusehen, wie du in mein Territorium eindringst? Gier war schon immer dein Problem. Hör auf zu träumen, du hast noch viel zu lernen, kleiner Mann. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Ich heiße Cross. Bring seinen Wagen zu mir, verstanden? Die Show ist vorbei. Danke. Wie schön, dass Sie umdenken. Ich bin Kopfgeldjäger. Dafür werde ich bezahlt. Und so bleibt es auch. Also, ich hasse einfach Besserwisserei. Jetzt hör zu. Ein paar Typen aus deinem Team sind in der Nacht da gewesen. Sie erzählen etwas völlig anderes darüber als Darius. Und das Ding ist, es klingt für mich glaubhafter. Jemand hat den Cops einen Tipp gegeben. Und jemand hat dich entkommen lassen. Und jemand hat die Tasche vertauscht. Ich weiß jetzt auch, wer dieser jemand war. Darius manipuliert gern Leute.
Aber es gibt etwas, das er noch nicht weiß. Ich habe einen Deal mit Cross, dass ich mit dir fahre. Geht das für dich klar? Nicht nur du hast eine Rechnung offen. Egal. Legen wir los. Wir haben noch viel zu erledigen. Ja. Was? Nikki war das? Ich will eine Crew, die motiviert ist. Die ehemaligen Rivalen von Darius fuhren nun also für ihn, doch konnten auch sie den Fahrer nicht aufhalten und es kam zum Duell zwischen Darius und dem Fahrer. Darius war angepisst, aber wusste im Hinterkopf, dass der Fahrer keine Chance hat, denn er hatte Caleb beauftragt, den Fahrer zu crashen, wenn es zum Rennen in den Canyon geht. Was Darius nicht wusste, war, dass Caleb von ehemaligen Blacklist-Fahrern aus Rockport verfolgt wurde. Calebs Story endete damit, dass er seinen Verfolgern entkommen konnte, doch wurde er noch immer gejagt. Ein schwer zu erkennendes Auto schoss an der Gruppe vorbei, mit dem Ziel, Caleb aufzuhalten. Mia und JV folgten dem Auto, während Rock und Ming zurückblieben, da Rapstar von Caleb tödlich verwundet wurde. Das Rennen zwischen Darius und dem Fahrer ging weiter und Darius war dabei zu verlieren. Er wunderte sich, wo Caleb bleibt. Caleb war noch zu weit weg. Durch die Verfolgung verlor er einfach zu viel Zeit. Er kam nicht rechtzeitig an und obwohl Darius alles gab, was sein R8 leisten konnte, verlor er. Das war das Ende für Darius' Vorherrschaft in Portland. Er verlor dadurch den Respekt aller Racer und sogar den seiner Crew. Genauso verlor er seinen geliebten Audi an den Fahrer. Eine Regel, die er nicht ignorieren konnte, da er sonst Riesenärger mit der gesamten Rennszene im Land bekommen würde. Ein Crewboss seiner Größe unterliegt nun mal auch einer Art Kodex in der Szene. Auf dem Weg in die Stadt, um den Audi zu übergeben, hinterließ er Caleb eine Nachricht, dass er verloren hat und die Stadt verlassen muss und er solle doch bitte zur Hölle fahren. Caleb erhielt die Nachricht und war absolut vor Wut am Kochen und ließ nicht davon ab, den Fahrer umzulegen. Jetzt erst recht, dachte er und fuhr weiter Richtung Portland. Darius ließ es sich nicht nehmen, den Fahrer noch eine letzte Drohung auszusprechen. Der Schlüssel ist im Wagen. Genieße es, solange du kannst. Es gibt immer einen da draußen, der schneller ist als du. Und früher oder später hat er dich. Darius verschwand daraufhin. Im Wagen bekam er eine Nachricht von Caleb, dass er sich trotzdem noch um den Fahrer kümmern würde. Der Fahrer verabschiedete sich derweil von Nikki. Man könnte denken, die beiden würden nun wieder zusammenkommen, doch lag einfach zu viel Zeit zwischen ihnen und die Gefühle waren verschwunden. Der Fahrer nahm den Audi und machte sich auf den Weg in eine andere Stadt. Doch lauerte ihm unterwegs Caleb auf und crashte ihn ohne zu zögern. Der Audi war direkt fahruntauglich. Caleb stieg aus, zog seine Waffe und sein Handy. Er rief Darius an und sagte, der Job ist gleich erledigt. Ich dachte, du magst vielleicht zuhören. Caleb ging zum Audi, in dem der Fahrer sich schon bewegte und versuchte rauszukommen. Hast du gedacht, du kommst mit einem davon? Deine Zeit ist um. In seinem Blutrausch bemerkte Caleb allerdings nicht, dass sich ein Auto nähert und gerade als er sich bereit machte abzudrücken, erwischte ihn ein Auto und schleuderte ihn die Straße runter. Caleb war auf der Stelle bewusstlos. Zu seinem Glück könnte man sagen, denn seine Beine waren zertrümmert und unzählige andere Verletzungen durch den Aufprall zierten nun sein Dasein. Ein Wunder, dass er noch lebte. Der Fahrer schaute rüber und erkannte verschwommen den Wagen. Es war ein Mustang und keine Sekunde später hatte er ein bekanntes Gesicht vor sich. Es war Jules. Sie war es, die damals am Versteck von Ming und Rapstar lauschte und somit über die Unternehmung Bescheid wusste. Sie vergewisserte sich über den Zustand des Fahrers und zog ihn aus dem Auto. Er hatte Glück und nur ein paar Prellungen und Verbrennungen durch den Airbag. In ihren Armen liegend fragte er, was sie hier macht. Doch sie war nur am Weinen und murmelte, endlich habe ich dich gefunden.
Dann sagte sie, ich habe dir doch gesagt, wir könnten das alles zusammen durchstehen. Der Fahrer sah sie nur an und musste lachen. Du bist doch bescheuert, sagte er. Empfindest du immer noch wie damals? Jules wusste nicht, was ich sagen soll und schaute ihn nur an, worauf er sagte, naja, ich würde sagen, wir bleiben diesmal einfach zusammen. Ich hoffe nur, du reist gerne durchs Land. Jules war wortlos glücklich und lehnte ihren Kopf an seinen, als dann auch noch Mia und JV auftauchten. Der Fahrer sagte, lass mich aufstehen, sonst halten die mich noch für ein Weichei. Mia rannte auch direkt zu den beiden und fragte, ob alles in Ordnung war. JV sagte nur, ach du Scheiße, was habt ihr mit dem Typen angestellt? Er meinte natürlich Caleb, der schrottreif am Boden lag. JV sah Calebs Waffe und trat sie sicherheitshalber weg, wodurch diese aber ausgelöst wurde. Glücklicherweise wurde niemand getroffen, aber JV ließ einen erschrockenen Schrei ab, der höher nicht hätte klingen können. Die anderen schauten ihn nur leicht geschockt an. Der Fahrer sagte zu mir, er und Jules würden nun verschwinden, wenn es ihr nichts ausmacht, bevor die Cops eintreffen. Mir sagte, ja okay, das war's dann wohl. Der Fahrer nahm sie aber plötzlich in den Arm und bedankte sich für alles, was sie für ihn getan hatte. Als er und Jules zum Mustang gingen, rief er JV noch etwas zu. Ey, danke, dass du ihnen geholfen hast. Ich hoffe, wir können unser Rennen irgendwann wiederholen, ohne dass du dich zurückhältst. JV sagte nur, nee, lass mal stecken. Du hast 2 Super-Exoten zu Schrott verarbeitet. Ich weiß nicht, ob das so safe ist, gegen dich zu fahren. Außerdem hänge ich das Lenkrad an den Nagel und werde Eddie mal wieder einen Besuch abstatten. Eddie? Der Eastside Eddie? Ja, genau der. Oh cool, bestell mal schöne Grüße. Mein einziger Rivale, der mich nicht im Nachhinein ausknipsen wollte. Ach, Eddie ist ein netter, sagte Jules. Du kennst Eddie, fragte der Fahrer. Ja, er war vor einer Weile in Isis Werkstatt, als er auf der Durchreise war. Dann tauchte plötzlich ein SUV der Polizei auf, doch es war nur Rock. Er stieg aus und sagte gleich zu mir, Ming ist nun mit Webster auf dem Weg ins Krankenhaus, er wird es wohl überstehen. Und gleich darauf richtete sich sein Blick zu Caleb und dann gleich zum Fahrer. So, und war's das jetzt oder kommt da noch was, Jungchen? Nein, ich denke, das war's, sagte der Fahrer. Na kommt, haut ab. Die Cops werden gleich hier sein und die Reste von diesem Mistkerl aufsammeln. Daraufhin fuhr Jevils mit dem Fahrer und beide verschwanden im Dunkeln der Nacht. JV ging zu mir und sagte, tja, da war Jules wohl schneller, hä? Mir schlug JV auf den Arm und sagte nur, lass uns gehen, du Clown. Caleb wurde aufgesammelt und landete im Krankenhaus. Er lag sehr, sehr lange im Koma. Darius bekam das meiste übers Handy mit und war stinksauer. Sein Fahrer hielt plötzlich an und sagte nur, sorry Boss, und stieg aus. Darius war verwundert, bis er in den Rückspiegel sah und eine Corvette sah. Darius wusste, was jetzt kommen würde. Und man konnte ihn im Gesicht ansehen, dass er in diesem Moment aufgab. Doch was noch mit ihm geschah, ist etwas für eine andere Story. Einige Tage vergingen und Cross berichtete Razor, wie die Geschichte ausging. Der schien zufrieden zu sein, fragte aber auch gleich nach dem Fahrer und dem BMW. Doch Cross konnte ihm nicht antworten. Der Fahrer sowie der M3 GTR waren verschwunden. Noch am selben Tag begab sich Cross zusammen mit mir zu Isis Werkstatt, um mir endlich zu sagen, wer ihren Bruder auf dem Gewissen hatte. Sie erzählten ihr, was genau vorgefallen war und dass Caleb derjenige war, der ihr Ärger gemacht hatte und auch für den Tod ihres Bruders verantwortlich gemacht wird. Izzy wollte wissen, ob die beiden was von Jules wissen. Mia sagte nur, sie soll wohl jemanden kennengelernt haben und mit ihm getürmt sein. Cross schaute Mia fragend an, aber ließ weitere Fragen einfach sein. Izzy lachte nur und sagte, ach, dann hat sie ihren heißgeliebten doch gefunden, ja? Ja, das freut mich doch. Kurz danach war es an der Zeit, dass sich auch Mia und Cross Wege wieder trennten. Und, was machen sie jetzt, fragte Mia. Sie könnten wieder bei der Rockport Police anfangen. Soviel ich weiß, wurde ihnen wieder die Freigabe erteilt. Cross sagte, er hat noch einiges zu tun. Darius' Machenschaften haben tiefere Wurzeln, als wir dachten. Aber das soll nicht weiter deine Sorge sein. Es ist ohnehin noch zu früh, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem muss ich diesen BMW finden. Da steckt nochmal eine ganz andere Geschichte hinter diesem Wagen. Na, dann seien Sie mal vorsichtig, Sergeant. Man sieht sich. Mia machte sich davon und Cross stieg in seine Corvette. Dort holte er ein Bild aus dem Handschuhfach, welches er anstarrte. Aber die Story bekommt ihr ein anderes Mal zu hören.